Also zweiter Block lautet Faschismus und Kriegsvorbereitung Hand in Hand. Dann gibt es zwei Redner, Andreas Buders und Professor Truba Makierie. Rest sind die mit Video einschalten oder lesen. Jetzt fangen wir mit dem Text von Chiang Qiang aus China, Veteran der sozialistischen Bewegung in China, fundamentale Kritiker des jetzigen Systems und seine Regierung, Kommunistische Partei China, Marxist-Leninismus. Über die Gefahren des Weltkriegs und die Verantwortung der Kommunisten. Die Gefahr eines dritten Weltkriegs steht heute deutlicher als je zuvor vor den Menschen der ganzen Welt. Die russischen Übersetzer sind im falschen Kanal. Angesichts der großen Kriegsgefahr stellen sich uns eine Reihe von Fragen. Als Kommunisten, die an den Marxismus, Leninismus, Maoismus glauben, müssen wir nicht nur unsere Antworten geben, sondern auch unserer historischen Verantwortung gerecht werden. Lenin hat uns den berühmten Satz hinterlassen, dass der Imperialismus Krieg ist. Diese glorreiche Behauptung offenbart den grundlegenden Grund, warum der dritte Weltkrieg wahrscheinlich stattfinden wird. Der Ursprung des Kriegs und die Gefahr des möglichen Ausbruchs des Dritten Weltkriegs liegen in der Ukraine, wo der russisch-ukrainische Krieg auf ukrainischem Boden ausgetragen wird. Die problematische Situation in den palästinensischen Gebieten ist eine andere und birgt nicht die Gefahr, einen Weltkrieg auszulösen und wird in dieser Erklärung nicht behandelt. Der Konflikt zwischen dem Westblock, angeführt vom hegemonialen amerikanischen Imperialismus, und dem Ostblock, angeführt vom neonazistischen russischen Imperialismus, ist der tiefsitzende Grund für die Möglichkeit des Ausbruchs dieses Krieges. Der Angriffskrieg des russischen Imperialismus gegen die Ukraine wird der direkte Auslöser für den Ausbruch des Dritten Weltkriegs sein. Der Vorsitzende Mao sagte einmal über die Gefahr eines Dritten Weltkriegs voraus: Entweder die Revolution wird den Krieg verhindern oder der Krieg wird die Revolution verursachen. Die Meinung des Vorsitzenden Mao ist für uns Kommunisten von leitender Bedeutung. Die Ansichten des Vorsitzenden Mao sind jedoch keine Dogmen und müssen in der Praxis flexibel und richtig angewendet werden. Alles ist abhängig von Zeit, Ort und Bedingungen. Der Erste Weltkrieg und der Zweite Weltkrieg haben beide unweigerlich stattgefunden. Heute scheint es weitaus unwahrscheinlicher, dass eine Revolution den Dritten Weltkrieg verhindern wird, als dass ein Krieg ausbricht. Diese Gefahr liegt vor allem darin begründet, dass der russisch-ukrainische Krieg wahrscheinlich nicht durch friedliche Verhandlungen gelöst werden kann, sondern dass sich die Eskalation des Kriegs jeden Moment verschärft. Warum ist es unmöglich, ihn durch friedliche Verhandlungen zu lösen? Nicht nur die beiden Weltkriege, die bereits stattgefunden haben, liefern historische Erfahrungen, sondern, was noch wichtiger ist, die Theorien des Marxismus, Leninismus, Maoismus sagen uns, dass es unmöglich ist, das Wesen des Imperialismus zu ändern. Da die Imperialisten Krieg führen wollen, ist es unmöglich, sich vorzustellen, dass sie ihre Schlachtmesser durch friedliche Verhandlungen niederlegen werden. Im Gegenteil, sie werden nicht aufgeben, bis sie ihr Ziel erreicht haben oder eine totale Niederlage erleiden. Das muss man ganz klar im Hinblick auf Putin, Russland, den Initiator des Angriffskriegs, sehen. In unserem Artikel an der Anwendung des Marxismus, Leninismus, Maoismus festhalten und den russisch-ukrainischen Krieg richtig verstehen, haben wir eine umfassende Analyse von Putin vorgenommen. 3 Themen und 3 Hüte. Erstens: Putin ist der verabscheuungswürdigste und abscheulichste Verräter an der kommunistischen Bewegung. Zweitens: Putin hat die schlimmste Form des Kapitalismus, der Diktatur, der faschistischen Bourgeoisie betrieben und betreibt sie weiterhin. Und drittens: Putin ist eine ideologische und theoretische Grundlage des großrussischen Chauvinismus als Hegemonist. Auf der Grundlage solcher wissenschaftlicher Analysen ist klar absehbar, dass Putin Russland keine Friedensverhandlungen akzeptieren wird.
Was sie brauchen, ist die Kapitulation der Ukraine. Und auf der ukrainischen Seite wird es keine Kapitulation vor Putin, dem russischen Aggressor, geben. Nicht nur nicht von der gegenwärtigen Zelensky-Regierung, sondern vor allem nicht vom ukrainischen Volk. Der Westen wird aufgrund seiner eigenen Interessen auch nicht mit der ukrainischen Regierung übereinstimmen, sondern im Gegenteil seine Hilfe für die Ukraine weiter aufstocken. Auf der Grundlage solcher Analysen glauben wir, dass es nur eine Zukunft für den russisch-ukrainischen Krieg gibt, der sich immer weiter ausweiten und schließlich zum Dritten Weltkrieg führen wird. Was sollen wir Kommunisten in dieser Situation tun? Die Erfahrung der Geschichte ist es wert, zur Kenntnis genommen zu werden. Die Oktoberrevolution und die Existenz der UdSSR konnten den Ausbruch der beiden Weltkriege zwar nicht verhindern, haben aber den Ausgang der beiden Weltkriege entscheidend beeinflusst. Der Erste Weltkrieg führte zum Sieg der sozialistischen Oktoberrevolution und zum anschließenden Aufschwung der sozialistischen revolutionären Bewegungen in der ganzen Welt. Der Zweite Weltkrieg führte zum Sieg der The sozialistischen Second World War Revolution led to the in victory of China socialist und in den revolutions Ländern in China Osteuropas and in und the zur countries of Entstehung Eastern eines Europe and to sozialistischen the Lagers. emergence of a socialist camp. Heute, angesichts der Gefahr eines Dritten Weltkriegs, dürfen wir Kommunisten keine Today, in view negative und of the danger of a pessimistische Third Haltung World War, einnehmen, we communists sondern must sollten die not adopt a negative and pessimistic attitude, but should implement the und eine Marxist-Leninist positive und Maoist revolutionäre line. positive und revolutionäre Haltung gegenüber der Gefahr eines Dritten Weltkriegs einnehmen. Der Vorsitzende Mao betonte, es gibt keine Politik ohne Schwerpunkt. Wo sollte also der Schwerpunkt unserer aktuellen Antikriegsstrategie liegen? Ja. Wenn wir nicht in der Lage sind zu verhindern, dass sich der russisch-ukrainische Krieg von einem lokalen Krieg zu einem Weltkrieg entwickelt, dann wird die historische Aufgabe, vor der die Kommunisten stehen, darin bestehen, erneut sozialistische Revolutionen in der ganzen Welt in Gang zu setzen. Das heißt, dem Weg der Kriege, die Revolution hervorrufen, zu folgen, wie der Vorsitzende Mao sagte. Um dies zu erreichen, müssen die Kommunisten in allen Ländern von jetzt an solche ideologischen und organisatorischen Vorbereitungen treffen. Dies ist der einzig richtige Ausweg für die grundsätzliche Lösung zur Abschaffung des Krieges. Es lebe der Sieg des Sozialismus. Jetzt Andreas Buderus, aus Deutschland, gewerkschaftliche Basisinitiative, sagt Nein gegen Krieg, Militarismus und Burgfriedens, Sozialarbeit und Meditor, werde Mitglied, seit 40 Jahren Aktivist der gewerkschaftlichen Antirassismus- und Antikriegsarbeit. Andreas, du hast Wort. Genossinnen und Genossen, ein Gespenst geht um in der Welt. Es ist das Gespenst zunehmender Agonie, Ignoranz und Erstarrung angesichts eskalierender Mitweltzerstörung, globalem Krieg, Hunger, Vertreibung und Flucht, feitstanzendem Libertarismus, Militarismus, Autoritarismus und wieder erstarkendem Faschismus weltweit. Es sind aktuell die russischen und ukrainischen, die palästinensischen und israelischen, die kongolesischen und sudanesischen Arbeiterinnen, die im Krieg körperlich verheizt werden. Es sind aber eben auch die Lohnabhängigen hier in der Schweiz, in Deutschland, Europa und weltweit, die für die Kriegspolitik ihrer Herrschenden schon heute bezahlen und unter deren wirtschaftlichen Folgen leiden, wenn auch immer noch auf überwiegend vergleichsweise erträglichem, weil global betrachtet privilegiertem Niveau. In Deutschland, Frankreich, Großbritannien, Italien und ganz Europa sind es Arbeitsplatz- und Reallohnverluste. Im globalen Süden Wirtschaftskollaps, flächendeckende Prekarisierung, Verelendung, Klima, Flucht und Hungerkatastrophe. Die kapitalistische Verwertungslogik reduziert den Menschen zunehmend offensichtlich zur bloßen Ressource und zum normierten Konsumenten von Produkten ohne realen Gebrauchswert, ohne jede Rücksicht auf die tatsächlichen menschlichen Bedürfnisse, Rechte oder gar das individuelle und kollektive Recht auf Überleben. Aber der globale Krieg ist nicht nur ein Projekt von Regierungen oder außer Kontrolle geratener Tyrannen.
Der globale imperialistische Krieg ist überall ein gesamtgesellschaftliches Projekt. Von den Thinktanks der extremen Rechten über die Parlamente bis in die Werkhallen, von der Tagesschau über Social Media bis in die Unis, Berufs-, Grundschulen und Kindergärten. Von der Militärübung über die Kriegsvorbereitung der Krankenhäuser im Rahmen zivil-militärischer Zusammenarbeit bis zur Steuerpolitik. Die deutsche Kriegsregierung 2.0 treibt dieses Projekt mit voller Wucht weiter voran. Nicht nur durch Waffenlieferungen an die Ukraine, Israel und andere Kriegsparteien und unbegrenzte Sonderverschuldung für Hochrüstung, sondern auch strukturell, sprachlich und ideologisch. Als der Ex-BlackRock-Manager und jetzige Kanzlerdarsteller Friedrich Merz den Überfall Israels auf den Iran mit den Worten rechtfertigte, Israel habe damit die Drecksarbeit für uns erledigt, war das keine Entgleisung. Es war ein Bekenntnis, ein Programm. Das Programm einer wieder werdenden Großmacht, die den beschriebenen Horror der herrschenden Verhältnisse als politische Notwendigkeit kennt und offenherzig propagiert. Die Ankündigung einer Nation, die erneut europäische und globale Führungsmacht werden will, koste es, was wolle. Oder in den Worten von Kriegskanzler Merz, whatever it takes. Angesichts dieser Chutzpe muss jeder denkende und fühlende Mensch erschaudern und aufschreien. Viel zu wenige tun das augenblicklich noch. Die Geschichte der kapitalistischen Gesellschaft zeigt, Krieg verschärft und beschleunigt die autoritäre Reorganisation der bürgerlichen Klassenherrschaft. Diese Dynamik ist heute weltweit zu beobachten. In Israel und Palästina, in der Ukraine, in Russland, China und den USA, ebenso in den Staaten der Europäischen Union, jeweils mit unterschiedlichen historischen Ausprägungen und Geschwindigkeiten. Der neue Autoritarismus kommt nicht mit dem Putsch, sondern mit der Staatsräson, mit dem Ruf nach Wehrhaftigkeit, nach nationaler Einheit, nach Kriegstüchtigkeit. Was hier gerade in Politik und Medien organisiert und orchestriert wird, ist kein von oben verordneter klassischer Obrigkeitsstaat preußisch-wilhelminischer Prägung, sondern eine alle gesellschaftlichen Bereiche umfassende autoritäre Bündnispolitik von Konzernen, Politik, Regierung, Medien und nicht zu vergessen der freiwilligen Gefolgschaft eines erheblichen Teils der Bevölkerung und auch der Arbeiterinnenklasse bis tief hinein in die immer noch vielfach privilegierten Teile der metropolitanen Arbeiterinnenklasse, die sich als solche zunehmend gar nicht mehr subjektiv wahrnimmt. Die heutige Formierung des autoritären Staates ist durch das Zusammenwirken der bürgerlichen und liberalen, selbsternannten Demokraten und der extremen Rechten gekennzeichnet und setzt so die Faschisierung der Gesellschaft nach innen als die andere Seite des imperialistischen Krieges nach außen quasi schleichend und scheinbar im Rahmen der bürgerlichen Demokratie durch. Wir leben in einer Zeit, in der sich der Kapitalismus jetzt auch in den Metropolen des globalen Nordens seiner demokratischen Masken, bürgerlicher Verfasstheit und Anständigkeit zunehmend beschleunigt entledigt. Der autoritäre Staat ersetzt den sozialen. Militarismus ersetzt den Klassenkompromiss. Das neoliberale Versprechen, wenn du dich anstrengst, geht's dir gut, ist ersetzt durch das Kommando, funktioniere oder geh unter. Die Barbarei ist nicht mehr abstrakte Gefahr, sondern konkreter Alltag, produziert von einem System, das weder Frieden noch Zukunft kennt. Und deswegen müssen wir laut und deutlich Nein sagen. Kein Burgfrieden mit den Deutschen oder irgendeinem Imperialismus. Raus mit der Kriegsproduktion aus unseren Betrieben. Aufbau von Widerstandsstrukturen gegen die Kriegsordnung. Jeder Bruch zählt. Unterstützung von Kriegsdienstverweigerern, Deserteurinnen und Geflüchteten. Keine Auslieferung, keine Internierung, keine Einschüchterung. Widerstand gegen die Faschisierung von Alltag und Diskurs. Für einen neuen proletarischen Internationalismus. Revolutionärer Defätismus bedeutet, dem global tobenden Krieg nicht nur als moralische Katastrophe zu kritisieren, sondern als ökonomisch notwendiger Ausdruck der kapitalistischen Verwertungslogik und den Faschismus als dessen Krisenfratze. Daraus ergibt sich eine konkrete Praxis, die bedeutet Untergrabung des Burgfriedens in den Metropolen und Verbindungen mit den internationalen Kämpfen
gegen den imperialistischen Krieg. Wir waren, wir sind, wir werden sein. Aluta continua. Jetzt Professor Dhruva Mukherjee aus Indien. Fascism is a 20th century Der Faschismus phenomenon. ist ein Phänomen des 20. Jahrhunderts. Marx und Engels haben ihn nicht erlebt, auch Lenin erlebte den Faschismus nicht in seiner voll entwickelten Form, obwohl Clara Zetkin 1923 der Komintern einen Bericht über den Faschismus vorlegte. Wir wissen, dass der Erste Weltkrieg aus einem Konflikt um Anteile am Weltmarkt ausbrach. In diesem Krieg ging ein imperialistisches Lager als Sieger hervor, aber der Krieg konnte nur die akute Wirtschaftskrise nicht lösen, sondern verschärfte sie nur noch, was schließlich die gesamte kapitalistisch-imperialistische Welt in die Weltwirtschaftskrise stürzte, in die große Depression. Das Ende des Krieges war auch durch die erfolgreiche bolschewistische Revolution gekennzeichnet, die The end of the war was also marked by the successful Bolshevik Revolution that led to the establishment of the first working class state in the Gründung des world. ersten Arbeiterstaats The der revolution Welt, sent shivers down the spine of the bourgeois class. These two factors, von Sowjetrusslands sozialistischen Revolution, Entstehung des Faschismus. and Der mortal fear of social Faschismus revolution gedieh aufgrund gave des birth to fascism. Fascism thrived on the low level of political consciousness of the people. Comrade Shivdas Ghosh, the founder general secretary of our party, SFCIC, Genosse Shivdas Ghosh, Faschismus politisch umfassende that politically fascism may be characterized as Kapital an all-out Warte counter-revolutionary mal, Genosse. capitalist gegen die against proletarische proletarian Revolution and the ideological charakterisiert cultural werden foundation und das of fascism was laid by a Frage des peculiar Faschismus Genosse. durch eine seltsame Verschmelzung Spiritualismus und technologischen Aspekten. and its most brutal form was manifested. Der Faschismus tauchte zuerst in Italien auf und manifestierte sich in seiner brutalsten Form in Nazi-Deutschland. Um die Unterstützung der Massen zu gewinnen, bediente sich der Faschismus des Mythos des Nationalsozialismus, obwohl sein Hauptangriffsziel der Kommunismus war. Tatsächlich hatten die imperialistischen Mächte Großbritannien, USA und Frankreich Nazi-Deutschland anfangs viel Spielraum gelassen, in der Absicht, dass die deutsche Militärmacht dazu benutzt werden könnte, ihren Hauptfeind, die Sowjetunion, zu zerstören. Der Faschismus nutzte fanatischen Nationalchauvinismus als Waffe, um die begeisterte Unterstützung der Menschen zu gewinnen und sie vom Weg des Klassenkampfs abzubringen. Letztendlich führte die Aggression der faschistischen Achsenmächte unter der Führung von Nazi-Deutschland zum Zweiten Weltkrieg. Der Krieg endete mit der Niederlage der Achsenmächte, deren Hauptverdienst dem von Stalin geführten Sowjetstaat und den gewaltigen Opfern des sowjetischen Volkes zukommt. Aber wie Genosse Shivdas Ghosh vor mehr als 60 Jahren warnte, blieb der Faschismus trotz der Niederlage der faschistischen Mächte in der politisch-administrativen Struktur aller kapitalistischen Länder, sowohl der fortgeschrittenen als auch der sich entwickelnden, enthalten. Die charakteristischen Merkmale des Faschismus, nämlich wirtschaftliche Zentralisierung, maximale Konzentration der politischen Macht im Staat, administrative rigide Härte, kulturelle Reglementierung, nationaler Chauvinismus und die Identifizierung des Staates Monopolisten, wodurch der Staat den Interessen der Monopolisten unterworfen wurde, war natürlich in unterschiedlichem Maße in allen kapitalistischen Ländern der Welt festzustellen. Er sagte weiter, Zitat, durch das parlamentarische System ist sicherlich ein soziales Phänomen der Nachkriegszeit, das keinen historischen Vorläufer hat. Aufgrund seines scheinbar demokratischen Erscheinungsbildes ist es gleichzeitig das Trügerischste. Und tatsächlich hat es viele getäuscht. Sie versuchten, den Faschismus an seiner Form und nicht an seinem Inhalt oder seinen charakteristischen Merkmalen zu erkennen. Heute befindet sich die gesamte Kapitalismuskrise.
Daher sind die Inszenierung partieller und lokaler Kriege, die Invasion schwächerer Länder und die Aufwiegelung eines Landes gegen ein anderes oder einer Gemeinschaft gegen eine andere für kapitalistisch-imperialistische Länder notwendig geworden. Um die Anhäufung von Waffen und die wirtschaftliche Stagnation zu reduzieren und den militärisch-industriellen Komplex am Laufen zu halten. In der heutigen Welt erleben wir, dass fanatische, rechte, faschistische Kräfte auf dem Vormarsch sind. Faschistische Zionisten führen mit Unterstützung der imperialistischen Mächte unerbittlich ihren Völkermord gegen das palästinensische Volk fort. In meinem Land Indien zeigt sich die von der BJP und Narendra Modi geführte NDA-Regierung von Tag zu Tag deutlicher ihren faschistischen Charakter. Sie zerstört demokratische Institutionen, schränkt die bürgerlichen Freiheiten und demokratischen Rechte von Arbeitern und Bauern drastisch ein und erlässt drakonische Gesetze, um jeden zu inhaftieren, der sich gegen die Regierung ausspricht oder demokratische Bewegungen organisiert oder daran teilnimmt. Sie fördert Blindheit, Fanatismus und antiwissenschaftliche, aufklärungsfeindliche Ideen unter der Bevölkerung, entfacht kommunale Spaltung und Hass gegen Muslime, schürt nationalen Chauvinismus und stachelt Kriegshysterie an. Premierminister Modi wird als oberster Führer dargestellt. Man denke an Hitler als Führer. Der Silberstreif am Horizont ist die Herausbildung des Widerstands der Bevölkerung. Die kämpferische Bauernbewegung, die alle Bauernorganisationen vereinigte und über ein Jahr lang andauerte, zwang die Regierung schließlich dazu, die gegen die Bauern gerichteten Gesetze zurückzunehmen. Das vereinte Gewerkschaftskonsortium rief zu einem Generalstreik an, um seine Forderungen durchzusetzen, und das war ein voller Erfolg. Überall im Land wachsen die Protestbewegungen. Wir sind der Ansicht, dass es derzeit notwendig ist, in allen Ländern breite Plattformen aller antiimperialistischen und antifaschistischen Kräfte mit den Kommunisten im Zentrum aufzubauen, um kämpferische Massenbewegungen gegen kapitalistische Ausbeutung zu organisieren. Wir müssen gegen imperialistische Kriegsmanöver, faschistische Kultur und faschistische Angriffe in allen Bereichen. Wir müssen uns um eine globale Koordinierung und Bewegungen bemühen. Nur solche globalen Bewegungen können imperialistische Kriege stoppen und sie zwingen, von ihrer volksfeindlichen Politik abzurücken. Diese Konferenz ist ein Schritt in diese Richtung. Dankeschön. Nächste haben wir ein Video von aus Deutschland, Journalistin, Dozentin Renate Dillmann. Liebe Teilnehmer der Zimmerwald-Konferenz 2025, schaut man auf die von 1915 zurück, dann fallen zunächst mal große Gemeinsamkeiten auf. Erneut kämpfen die Staaten mit einem großen Krieg um die Vorherrschaft in Europa. Deutschland und seine deutsche EU wollen zur dominanten Macht in Europa aufsteigen. Dem steht vor allem Russland im Weg. Für diesen Kampf soll die deutsche Gesellschaft bis 2029 kriegstüchtig gemacht werden. Dafür muss in Deutschland noch viel verändert werden. Die Bundeswehr wird aufgerüstet, Rüstungsfabriken eröffnet. Es müssen wieder mehr Soldaten her. Dafür wird die Wehrpflicht in neuer Form eingeführt. Das alles muss bezahlt werden. Die Bürger werden zur Kasse gebeten in Form höherer Preise und gekürzter Sozialleistungen. Die Jugendlichen sollen ein Jahr ihres Lebens für den Dienst am Staat hergeben und wenn es hart kommt, erheblich mehr. Eine ganz wesentliche Voraussetzung dafür, dass das gelingt, besteht darin, die entsprechende Einsicht bei den Bürgern zu erzeugen. Die Leute mögen ja zum größten Teil gute Deutsche sein, stolz auf ihr Land. Ein Punkt, auf den ich gleich zurückkommen will. Aber es ist doch ein ziemlicher Schritt vom Schwenken von Deutschlandfähnchen bei EM und WM zum Dienst im Schützengraben. Also wird entsprechend agitiert in der Schule, in der Öffentlichkeit.
Das sind ganz entscheidende Bestandteile bei der Herstellung von Wehrbereitschaft. Da hat Pistorius völlig recht. Die deutschen Leitmedien tragen freiwillig und gerne das bei, was sie können. Es war kein Aufschrei zu hören, als Pistorius mit seiner Äußerung von der Kriegstüchtigkeit zitiert wurde. Es gab aus den wichtigen deutschen Redaktionen keine Stimmen des Inhalts, dass angesichts einer so angespannten Weltlage doch Kompromisse, Rüstungsbeschränkungen, Diplomatie anzustreben seien, um Krieg oder gar eine nukleare Katastrophe zu vermeiden. Ganz im Gegenteil. Die Chefredaktion des Spiegel hat sich kurz darauf an ihre Leser gewandt und angekündigt, dass man sie künftig aus ihrem pazifistischen Wolkenkuckucksheim, so nennt das der Spiegel, herausholen werde. Kommen wir zum Publikum, denen die kriegstüchtig gemacht werden sollen. An diesem Punkt ist ein großer Unterschied zur Situation von 1915 festzuhalten. Von einer Arbeiterbewegung, wie es sie damals gab, ist wenig bis nichts zu sehen, nicht mal von einer reformistischen. Aus den Arbeitern von damals, die ihrem Staat misstrauisch bis feindselig gegenüberstanden, sind inzwischen loyale Staatsbürger geworden. Auch wenn ich mir hier damit wenig Freunde machen werde, halte ich es für nötig, das in aller Nüchternheit festzuhalten und sich nicht irgendeine Morgenröte am Horizont herbeizureden, die es nicht gibt. Im Unterschied zum Ersten Weltkrieg, im Unterschied auch zum Zweiten, wird dieser Dritte ohne eine organisierte Arbeiterbewegung vor sich gehen. Jedenfalls, wenn es beim jetzigen Stand bleibt. Denn diejenigen, die von Lohnarbeit leben, sind sich heute im patriotischen Denken leider sehr einig mit etablierten Parteien und den nationalen Leitmedien. Und die, die es nicht sind, wählen AfD und keine linken Parteien. 76% sind laut Umfragen für mehr Aufrüstung, selbst wenn dafür mehr Schulden nötig werden. Wie ist das zu erklären? In Kurzform. Natürlich heißt Abhängigkeit vom Lohn nach wie vor objektiv Ausbeutung. Diejenigen, die in dieser Gesellschaft mit ihrer Arbeit den Reichtum erwirtschaften, haben ihrerseits herzlich wenig davon. Dieses für sie schädliche System sollen sie jetzt auch noch militärisch verteidigen, das heißt erst ökonomisch und letztlich mit ihrem Leben zahlen. Subjektiv sind sich die vom Lohn Abhängigen, selbst wenn sie unzufrieden sind, allerdings heute in einem zentralen Punkt sehr einig mit Politik und Medien. Sie sind ökonomisch für eine Wirtschaft, die wächst, und politisch für die eigene Nation und ihre Durchsetzung nach innen wie außen. Sie sind es wegen ihrer praktischen Abhängigkeit von Arbeitsplätzen, an denen sie das Geld verdienen können, das sie brauchen, um in dieser Gesellschaft auch nur mehr schlecht als recht über die Runden zu kommen. Und sie sind es wegen ihrer daraus folgenden Staatsbedürftigkeit, denn ohne rechtsstaatlichen Schutz und ohne die materiellen Leistungen des Sozialstaats ist das Leben in der kapitalistischen Konkurrenzgesellschaft für sie noch wesentlich miserabler als sonst schon. Dass die Nutznießer der Nation, wirtschaftliche und politische Eliten, für dieses Land und seinen Erfolg sind, ist nicht weiter verwunderlich. Aber auch die vom Lohn Abhängigen behandeln ihre erzwungene Abhängigkeit, die sie sich ja nicht ausgesucht haben, mit der sie aber zurechtkommen müssen und wollen, wie einen guten Grund für dieses Land zu sein, wünschen ihm und vermeintlich damit auch sich Erfolg, sind deshalb bereit, für dieses Land einzutreten. Das ist die patriotische Grundstimmung der Bevölkerungsmehrheit. Und das ist die feste Grundlage, die Basis dafür, dass sie die nationalen Kalkulationen geistig nachvollzieht, so wie es Politik und Presse vorgeben. Ich halte es für unerlässlich, sich das klarzumachen, gerade im Hinblick auf die nötige Arbeit in Betrieben, wenn man auf den Standpunkt sagt Nein zu Krieg, Militarismus und Burgfrieden raus will. Wie die Geschichte dieses Mal ausgeht, wird davon abhängen, ob sich die Lohnabhängigen die Anliegen der Nation erneut um den Preis eines Weltkriegs zu eigen machen und die dafür verlangten Opfer materiell wie geistig erbringen, oder ob sie sich anders besinnen. Was tun? Aufklärung über die staatlichen Kalkulationen, Kritik der nationalen Leitmedien und ihrer Feindbildberichterstattung, aber auch Kritik der Loyalität, die die Lohnabhängigen der nationalen Politik und Wirtschaft im Frieden entgegenbringen. Praktischer Widerstand, wo er möglich ist. All das ist nötig, wenn man verhindern will, dass die Lohnabhängigen am Ende auch noch für Verhältnisse in den Krieg ziehen, die ihnen sowieso schon tagtäglich schaden.
Das war's von meiner Seite. Herzliche Grüße nach Zürich. Jetzt wieder Video, glaube ich. Jovino Núñez aus Dominikanischer Republik. Ich vertrete die Kommunistische Partei, marxistisch-leninistische Partei der Dominikanischen Republik. Ich bin Koordinator von ICO Amerika. Von der Dominikanischen Republik sende ich euch einen warmherzigen, revolutionären, antiimperialistischen, antifaschistischen und solidarischen Gruß. Wir haben schon verschiedentlich gesagt, dass Kriege den imperialistischen Kräften und den in Klassen gespaltenen Gesellschaften inhärent sind, innewohnen. Und folglich, um sie zu verhindern, es notwendig ist, sowohl die Imperialisten als auch die herrschenden Klassen in jeder bürgerlichen Gesellschaft zu besiegen. In diesem Kampf für die Niederlage der Imperien und für die Errichtung einer neuen Gesellschaft spielt die internationale Solidarität eine fundamentale Rolle. Die Bourgeoisie der Nationen unter der Vormundschaft des Imperialismus kann auf dessen bedingte Unterstützung und auch die Unterstützung der weltweiten Reaktion zählen. Deshalb ist ihre Niederlage so schwierig, vor allem, wenn die revolutionären Kräfte nicht auf die solidarischen Bande befreundeter Parteien in anderen Breitengraden zählen können. Die gegenwärtigen Kriege und die Drohungen neuer Konfrontationen und Kriege immer größeren Ausmaßes fordern die Ablehnung größerer Bevölkerungsgruppen heraus. Die darin nur Interessenkämpfe zwischen imperialistischen Nationen sehen, bei denen die Arbeiterklasse nichts zu gewinnen hat. Dieser Widerstand von Nein zu den Kriegen und Ja zum Leben gewinnt immer mehr an Kraft und Klarheit unter den breiten Massen, die am stärksten unter der Vertiefung der Armut und den sozialen Ungleichheiten leiden, die diese hinterlassen. Auch wenn es stimmt, dass der Faschismus und der Konservatismus weltweit an Boden zu gewinnen scheinen, so ist es doch nicht weniger wahr, dass gleichermaßen ein Erwachen des demokratischen und revolutionären Gefühls mit immer klareren fortschrittlichen Nuancen verwechselt. Der Kapitalismus schürt haufenweise Hass und Gewalt, stiftet an zu Rassismus und Rassen- und Klassenspaltung. Eine solche Perversität erlebt Amerika unter dem von Donald Trump auferlegten Faschismus mit der massenhaften Abschiebung von Migranten aus allen Teilen der Welt, insbesondere aber aus Lateinamerika. Und das erlebt Palästina seit Jahrzehnten unter der ständigen Schikanierung durch den israelischen Zionismus. Und das erleben andere Regionen der Welt, die der Gefräßlichkeit der Imperien unterworfen sind. Aber die Unzufriedenheit wächst in den Tentakeln des Monsters selbst. Während ich diese Zeilen schreibe, kommt es in verschiedenen Städten der Vereinigten Staaten zu nie gesehenen massiven Protesttagen, die von lateinamerikanischen Arbeitern und Migranten angeführt werden. Aus all dem lässt sich schließen, dass der Krieg gegen die Kriege im Gange ist. Es braucht nur noch höhere Niveaus der Koordinierung, der Integration und Agitation. Gegen reaktionäre Kriege sind revolutionäre Aktionen nötig. Nein zu den Kriegen. Ja zum Leben. Es lebe hoch die internationale Solidarität, hoch die Befreiung aller Völker. Vielen Dank. Jetzt wieder, glaube ich, Video an Professor Nako Stefanov aus Bulgarien, Philosophieprofessor, ehemaliger
führende Mitglied des Kommunistischen Partei Bulgariens, Kritik des Kriegskurses. Europa, Zone des Friedens. Wir leben in einer Zeit gefährlich zunehmender Turbulenzen, die durch Ausbrüche bewaffneter Zusammenstöße an wichtigen Punkten der Erde gekennzeichnet ist. Das Jahr 2025 war besonders reich an militärischen Konflikten mit der Völkermordtragödie in Gaza, dem indisch-pakistanischen Konflikt, den israelisch-amerikanischen Angriffen auf den Iran, den Zusammenstößen in Thailand und Kambodscha und vor allem dem anhaltenden, groß angelegten Konflikt zwischen dem Westen und Russland auf ukrainischem Boden. Es ist kein Zufall, dass eine Gruppe von Analysten den sogenannten Doomsday Clock, Weltuntergangsuhr, erklärte, dass die Menschheit heute 89 Sekunden vor Mitternacht steht, also kurz vor dem Beginn eines globalen atomaren Armageddons, einer Weltuntergangsschlacht. Selbst während der Kuba-Krise 1962 waren die Menschen nicht so nah am zerstörerischen Ende der Menschheit. Vor dem Hintergrund dieser für die Menschheit gnadenlosen Dynamik beobachten wir, wie in einer Reihe von Ländern der Europäischen Union, EU, sowie in Großbritannien immer häufiger militärische Rhetorik gegen die russische Föderation zu hören ist. Anstatt die sogenannten politischen Eliten Europas, das zum Schlachtfeld zweier verheerender Weltkriege geworden ist, Lehren aus diesen gigantischen Tragödien gezogen hätten, sehen wir genau das Gegenteil. Wir beobachten offenen Revanchismus und Militarisierung, die enorme Mittel erfordern. Anstatt also die Anstrengungen auf das so dringend notwendige Wachstum des Wohlstands der Bürger der europäischen Länder und auf innovative Entwicklungen zu konzentrieren, werden in den Hauptstädten der führenden europäischen Staaten Berlin, Paris, London und anderen die Kriegstrommeln immer lauter. Diese Haltung der Kriegshetzer steht in völligem Widerspruch zu den Ansichten der Mehrheit der Völker Europas. Daher ist es unserer Meinung nach notwendig, eine europäische Friedensfront als Bündnis von Organisationen und Einzelpersonen zu schaffen, die sich gegen den Krieg aussprechen. Eine der vorrangigen Aufgaben dieser Front wäre ein Aufruf zu einem europaweiten Dialog für Frieden und Sicherheit. Es muss ein Dialog angestrebt werden, in dem die Interessen aller Seiten berücksichtigt werden. Die wachsenden Spannungen müssen abgebaut und ein dauerhafter Frieden sowie für alle europäischen Völker vorteilhafte, freundschaftliche Beziehungen aufgebaut werden. Gleichzeitig kann die gesamteuropäische Friedensfront zu einem weltweiten Dialog für Frieden und Sicherheit aufrufen. Es ist äußerst wichtig, dass diese Aufrufe durch Massenproteste gegen die Kriegshetzer unterstützt werden. Proteste sind jedoch eine notwendige, aber nicht ausreichende Maßnahme. Unserer Meinung nach muss auch eine positive Alternative ausgearbeitet werden, für die eine gesetzliche Absicherung geschaffen werden sollte. Es müssen Referenden in den Ländern organisiert werden, um sie zu Friedenszonen zu machen. Dieser Prozess kann auf kommunaler Ebene beginnen, das heißt mit der Schaffung einer kommunalen Friedenszone. Dann kann man auf nationaler Ebene weitermachen. Und letztendlich muss das Projekt Europa Friedenszone umgesetzt werden. Länder, in denen solche Referenden eine Mehrheit der Stimmen erhalten, sollten die Generalversammlung der Vereinten Nationen und den Sicherheitsrat der Vereinten Nationen bitten, ihnen den Status Friedenszonen zuzuerkennen. Die Parameter des Konzepts Friedenszone müssen detailliert formuliert werden. Ausländische Militärstützpunkte und Angriffswaffen dürfen nicht auf ihrem Territorium stationiert werden. Und jede Aggression gegen solche Länder muss als Verbrechen gegen die Menschlichkeit anerkannt werden. Unserer Meinung nach sollte dies Teil wichtiger Schritte sein, die nicht zulassen, dass Europa und die Welt in einer nuklearen Apokalypse verbrennen. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. So, Dankeschön.
Wir haben etwas schriftlich aus Schweden, versuche ich das vorlesen, Foyers Canister aus Schweden. Faschismus und Krieg, aktuelle Entwicklung in Schweden. Seit 2022 wird Schweden durch ein Kooperationsabkommen regiert, das als TIDO-Abkommen bekannt ist und sowohl die rechte Regierungsparteien als auch die nicht-regierungsparteiischen Schwedendemokraten umfasst. Eine faschistische Partei mit narzisstischer Wurzel. Das TIDO-Abkommen hat eine faschistische, repressive Agenda. Ihre Politik konzentriert sich auf geschlossene Grenzen, Rückführungen, harte Strafen, erweiterte interne Einwanderungskontrolle, verstärkte Möglichkeiten zur Überwachung, Kontrolle und Abschiebung von Menschen sowie Maßnahmen, die bürgerliche demokratische Rechtsstaatlichkeit, die soziale Sicherheit und die demokratischen Rechte und Freiheiten untergraben. TIDO will eine Schweden schaffen, in der Rechte, die bisher auf bürgerliche demokratische Anforderungen basierten, von der Gruppenzugehörigkeit und dem rechtlichen Status der Menschen abhängig. Das Ziel der Integrationspolitik der Regierung und der Schwedendemokraten ist es, Einwanderer eine undefinierten Vorstellung von Schwedischsein zu unterwerfen. Ihre Art, die Integrationspolitik, basiert auf der faschistischen Ideologie eines Volkes und einer Nation. Innerhalb von nur 2 Jahren gab Schweden seine 200-jährige sogenannte Neutralität auf, indem es der NATO beitritt und amerikanische Soldaten durch das DCA-Abkommen auf schwedischem Boden willkommen ist. Vor kurzem verabschiedet die Regierung mit der Unterstützung aller Parteien im Parlament ein Gesetz, das 300 Milliarden für Militär und Verteidigung vorsieht. Die Zivilgesellschaft wird zunehmend in den Dienst der Militarisierung gestellt. Die schwedische Rüstungsindustrie hat in den letzten Jahrzehnten erheblich expandiert. Im Jahr 2000 gingen 4% der gesamten Waffenexporte in Länder, die in bewaffnete Konflikte verwickelt waren. Bis 2015 war dieser Anteil auf 85% gestiegen. Schweden importiert auch in großem Umfang Waffen, insbesondere aus Israel. Der letzte große Vertrag wurde mit Elbit über ein ähnliches Kommunikationssystem im Wert von 1,6 Milliarden SEK abgeschlossen. Der Vertrag wurde im Oktober 2024 unterzeichnet mit dem Völkermord in Gaza. Dennoch haben sich Basisbewegungen der letzten Jahre, insbesondere die pro-palästinensischen, zu den vielfältigsten, hartnäckigsten und zahlreichsten seit langer Zeit entwickelt. Es gäbe die internationale Solidarität. Die Freunde, die ersten Block angemeldet waren, keine Zeit, mit denen haben wir angefangen. Ermin aus Wien fangen wir an, dann kommt Anna von Rebell. Ich habe schriftlich die Anfrage gekriegt, ob ich noch etwas dazu sagen kann, wie Österreich in die NATO eingebunden ist. Ich versuche das, weil es stört gerade ein bisschen, aber also ich möchte nicht darauf eingehen, auf das Neutralitätsgesetz von 1955, was heißt, dass Österreich an keinem militärischen Machtblock teilnehmen darf. Die tatsächliche Anbindung Österreichs an die NATO begann schon Ende der 1950er Jahre. Da hat es das Radarüberwachungssystem Goldhaube an der Grenze zur damaligen Tschechoslowakei gegeben, das ist nördlich von Wien. Und von dort wurden die Erkenntnisse, die bis weit ins heutige Russland reingegangen sind, also Radarüberwachung, nach München weitergeleitet und von dort an die NATO gegangen zum Beispiel. Das war Ende der 50er Jahre. Heute läuft es hauptsächlich über die EU. Österreich ist mit Bataillonen in Bosnien unterwegs. Teilweise sind die zusammen mit Deutschland und Italien, aber teilweise sind auch österreichische Kommandanten für deutsche EU-Truppen
zuständig. Österreichische Firmen wie MAN, Rheinmetall, Rotax, Stiebeldrohnen, Steyr-Waffensystem, Hirtenberger, die arbeiten ganz eng mit NATO zusammen, also an der Kriegsrüstung. Und zum Beispiel im Ukraine-Krieg schaut so aus, Österreich ist ja neutral, formal. Deutschland liefert Waffen, Österreich liefert zum Beispiel Stahlhelme und Uniformen. Das sind Defensivsachen, die dürfen geliefert werden. Eine letzte Sache, es werden immer wieder Panzertransporte per Eisenbahn durch Österreich gemeldet von Leuten, die das am Bahnhof sehen. Da ist ein riesenlanger Zug mit Panzern drauf, wird auch auf TikTok und so weiter dann verbreitet. Österreich darf durch die EU-Gesetze Waffenlieferungen zulassen, auch ohne Meldung an das Kriegsministerium oder Außenministerium, die von einem EU-Land ins andere gehen. Bei dem konkreten Fall hat es dann ziemlich einen Wirbel gegeben. Das war im Juni, glaube ich. Und da hat es dann geheißen, das war nicht meldungspflichtig, weil das Panzer eine Überstellung von Panzern von Italien nach Tschechien gewesen sind. Wo die dann hingehen von Tschechien, das ist natürlich dann die zweite Frage. Also Österreich ist immer sehr indirekt eingebunden. Als Schluss noch, Österreich ist in der NATO-Partnerschaft für den Frieden, wie das so schon heißt. Und es sind bei allen NATO-Treffen als Beobachter österreichische Vertreter des Kriegsministeriums anwesend. Dankeschön. Jetzt Anna von Rebell, danach kommt Christian aus Göttingen. Ja, ich bin Anna vom Rebell aus Deutschland. Verschiedene Beiträge sind auf die Auseinandersetzung unter der Jugend und auch die Auswirkungen von der Weltkriegsvorbereitung auf die Jugend eingegangen. Und in Deutschland, muss man sagen, ist die Auseinandersetzung darum auch sehr polarisiert. Es gibt auf jeden Fall gerade in der ganzen Gaza-Solidarität oder auch insgesamt in der Jugendbewegung einen richtigen Pol, revolutionär, sozialistischer Pol, der sich stärkt. Rheinmetall entwaffnen wurde angesprochen. Das Camp waren ja auch 1500 Leute insgesamt da. Also es ist auch wirklich so, dass das Zulauf bekommt und da auch die Zusammenarbeit auf Augenhöhe sich weiterentwickelt. Aber es gibt eben auch den anderen Pol und das finde ich auch wichtig, dass es angesprochen ist, dass es halt auch eine entfaltete Auseinandersetzung unter jungen Leuten gibt. Es ist ja nun mal auch so, dass der Großteil bisher, gerade auch unter der Jugend, das hat sich zum Teil auch im Verhältnis in den letzten Wochen geändert, jetzt für die Einführung dieser Wehrpflicht ist. Ich muss dazu sagen, ich bin jetzt auch nicht pazifistisch. Ich finde es auch nicht falsch, wenn die Jugend auch Militärisches lernt, wie Lenin das auch schon gesagt hat. Aber diese Wehrpflicht, die jetzt auch in Deutschland angepeilt wird, die ist Teil dieser Weltkriegsvorbereitung und die lehnen wir ab. Oder auch eben eine Mehrheit sich für Aufrüstung ausspricht. Aber wie kommt das? Das ist ja nicht einfach Ausdruck davon, gerade wurde gesagt, Patriotismus. Die Bundeswehr argumentiert heute extrem demagogisch und setzt ja gerade auch daran an, wir sollen als junge Leute Verantwortung übernehmen. Man soll sich praktisch einsetzen, man soll Demokratie und Freiheit verteidigen. Und ich meine, als Friedensbewegung müssen wir ja diese Fragen auch beantworten. Und gerade deshalb bin ich auch der Meinung, müssen wir hier die Kontroversen diskutieren, weil nur dann können wir ja auch die breite Masse überzeugen und all diejenigen und müssen uns da auf diese Bewusstseinsbildung auch noch viel mehr ausrichten. Der Genosse von Young Struggle hatte am Anfang gesagt, wir müssen, er hatte es, glaube ich, formuliert, an der bürgerlichen Propaganda vorbeikommen. Und ich weiß ehrlich gesagt nicht, wie das heute noch funktionieren soll, wo das eine solche Meinungsmanipulation ist. Darüber hätten sich die Hitler-Faschisten ehrlich gesagt ja gefreut, diese Social-Media-Beeinflussung, die es heute gibt. Dann die ganzen Wege, die mittlerweile gehen, auch die Faschisten, wie es über Sportvereine, in der Schule und so weiter gemacht wird. Und wir können nicht daran vorbei, sondern wir müssen ja der Jugend im Gegenteil helfen, damit fertig zu werden und auch dagegen immun zu werden. Und das geht auch nur, wenn sich eine sozialistische Jugendbewegung besser organisiert zusammenschließt und sich auf diese aufs Kämpfen ausrichtet, auf jeden Fall die Kämpfe bündelt und gleichzeitig aber eben auch sich an die Masse der Leute wendet und sie überzeugt, dafür eine sozialistische Gesellschaft und für ihre Zukunft zu kämpfen. Dankeschön. Jetzt Christian aus Göttingen, auch im Chat. Hallo, toll, dass diese Konferenz stattfindet. Christian Joos aus Göttingen. Ich bin Professor für Physik und bin aktiv auch für fortschrittliche Wissenschaft und in der revolutionären Arbeiterbewegung. Ich wollte was sagen zur Gefahr der Unterschätzung des Dritten Weltkriegs und Zusammenhang mit dem Faschismus.
wenn gesagt wird, wir wären jetzt schon im Grunde Wir in so hören einem nicht. dritten Weltkrieg. Könnt ihr mich hören? Kann man mich hören? Sag mal was, ob wir dich Hallo? hören können. Hallo, könnt Jetzt ihr hören mich? wir dich. Jetzt fängst du von Anfang wieder. Machst du Anfang. Okay. Hallo, toll, dass diese Konferenz stattfindet. Mein Name ist Christian Joos, bin in der Wissenschaft, in der Physik und aktiv für eine fortschrittliche Wissenschaft und in der revolutionären Arbeiterbewegung. Ich wollte was sagen zur Gefahr der Unterschätzung des Dritten Weltkriegs, seiner Vorbereitung, wenn man sagt, wir wären jetzt schon drin oder die Herrschenden würden vielleicht doch so vernünftig sein, das nicht bis dahin kommen zu lassen. In den USA wird jetzt mit diesem Golden Dome wieder die Fantasien befördert, man könnte einen Atomkrieg gewinnen mit Weltraumwaffen, mit Satellitensystemen. Und Trump hat sofort 175 Milliarden Dollar im Mai dafür bewilligt, das aufzubauen. Und das geht einher mit dieser faschistischen Wissenschaftssystem, was errichtet wird, der Kontrolle sozusagen und der Zerschlagung jeglicher Bestrebungen von fortschrittlicher Wissenschaft. Deshalb diese umfassende Vorbereitung, einen Weltkrieg zu führen, ist voll im Gange und geht weit über das hinaus, was jetzt an Brandhärten und Kriegen derzeit, an imperialistischen Kriegen schon stattfindet. Das macht aber auch die EU. Ich denke, ist ja auch die Frage, ob es Illusionen gibt, ob man so die EU als friedliche Gegenpol zu diesem faschistischen Imperialismus irgendwie in Stellung bringen kann. Ich bin komplett anderer Meinung. Die EU gibt heute schon halb so viel aus für Militär wie die USA. Und auch hier wird massiv mit der Umstellung auf Kriegswirtschaft vorangetrieben, dass sie sich auch loskoppelt von militärisch, dort wo sie noch von dem US-Imperialismus abhängig ist, zum Beispiel in der Luftflotte und auch bei Atomraketen, eigene Atomraketenprogramme weiter voranzutreiben. Und hier ist vor allem der deutsche Imperialismus, der hier eine Führungsrolle weiter ausbauen will mit der größten Armee. Und die Pläne dafür gingen schon los, bevor der Überfall auf die Ukraine stattgefunden hat. Das ist wichtig in der antimilitaristischen Aufklärung. Wenn so Argumente kommen, man müsste sich doch schützen. Ich wollte noch was sagen zu China. Auch China strebt danach, von der ökonomischen Supermacht zur militärischen Supermacht zu werden. Flugzeugträger, Atom- und Weltraumwaffen werden ausgebaut, KI-gestützte Massenvernichtungswaffen. Das heißt, auch hier kann man nicht davon sprechen, wie das in einem schriftlichen Beitrag war, dass das kein Imperialismus wäre. Wenn von der ökonomischen Methode, der ökonomischen Durchdringung, um da seinen Einfluss auszubauen, jetzt auch bestrebt wird, die militärische Supermachtposition zu werden. Deshalb, ich meine, dass wir uns gegen alle Imperialisten richten müssen und das habe ich verstanden. Das ist auch eine tolle Diskussion und Konsens, die sich hier entwickelt auf dieser Konferenz. Dankeschön, Christian. Jetzt Aufruf für eine neue Welt in Chat. Danach kommt Anja aus Deutschland. Hallo nochmal, ich melde mich erneut im Namen der Zeitschrift Aufruf für eine neue Welt aus der Türkei Nordkurdistan. In erster Rede habe ich leider vergessen zu sagen, dass ich mich aus der Türkei melde. Vielleicht nochmal ganz kurz zu der Zeitschrift. Das ist eine Zeitschrift, eine politische Zeitschrift, die alle 3 Monate erscheint in der Türkei. Jetzt nochmal zu meiner Rede. Wir müssen auf einer richtigen Grundlage gegen die laufenden Kriege, gegen die imperialistischen Kriegsvorbereitungen und gegen die Entwicklung des Faschismus kämpfen. Lenins Kampf gegen den imperialistischen Krieg muss uns auch heute den Weg weisen. Der Kampf gegen Krieg und Faschismus muss zugleich ein Kampf gegen den Kapitalismus, gegen den Imperialismus sein. Solange der Imperialismus und Kapitalismus nicht weltweit durch Revolutionen unter Führung der Arbeiterklasse beseitigt werden, wird es Kriege geben. Der einzige Weg, die Kriege ein für alle Mal zu beenden, sie zu einem Übel der Vergangenheit der Menschheitsgeschichte zu machen, ist, durch revolutionäre Kriege das Ausbeutungssystem zu zerstören und eine Welt zu schaffen, die in ununterbrochenen Revolutionen auf dem Weg zum Kommunismus voranschreitet. Die Wahrheit, die Rosa vor 100 Jahren zum Ausdruck gebrachte, hat sich bis heute
nicht verändert und ist heute eigentlich aktueller denn je. Wenn die Welt nicht durch Revolutionen unter Führung der Arbeiterklasse aufgehalten wird, ist sie mit dem Untergang in der Barbarei näher als je zuvor. Die Wahl liegt bei uns allen, entweder Sozialismus oder Untergang in der Barbarei. Vielen Dank. Dankeschön, Genossin. Jetzt Anja aus Deutschland. Ich bin Produktionsarbeiterin im Akkord und dort, wo ich arbeite, da sind es die Kollegen gewöhnt, über ihre Widersprüche offen zu sprechen. Deswegen begrüße ich das, wenn wir auf dieser Konferenz auch sprechen, weil wir müssen wissen, mit wem wir es zu tun haben, wenn wir zusammen kämpfen. Und wenn wir nur über das diskutieren, wo wir uns einig sind, dann könnte das sehr schnell, glaube ich, langweilig werden hier. Wir müssen auch zu einer höheren Einheit kommen. Und zu dieser höheren Einheit kommen wir auch nur dann, wenn wir über unsere Widersprüche sprechen. Ich arbeite in einem Konzern, der nicht müde wird zu sagen, dass er kein Rüstungskonzern ist. Aber was wir machen, wir bauen gepanzerte Fahrerkabinen, wir bauen Fahrzeuge mit Waffenhalterung und wir bauen Fahrzeuge, die bereits ab Werk tarnlackiert sind. Das heißt, diese Frage, was hier ein Rüstungsbetrieb ist und was nicht, dafür spielt es keine Rolle, was die Unternehmensleitung sagt, sondern dafür spielt es eine Rolle, was real passiert. Nicht einig bin ich mit der Aussage von Frau Renate Dielmann, die in ihrem Referat vorhin sagte, dass von der Arbeiterbewegung wie 1915 wenig bis nichts zu sehen ist heute. Ich meine, hier wurde schon gesprochen über die bekannten Streiks und Blockaden der Hafenarbeiter in Schweden, in Italien und Griechenland. Aber auch in Deutschland haben wir in den letzten 4 Jahren es zu tun mit einem Höchststand an gewerkschaftlichen Streiks innerhalb der letzten 20 Jahre. Und so ein Streik, der kann nicht geführt werden mit einer patriotischen oder nationalistischen Denkweise. Allein schon deshalb, die Belegschaften sind international zusammengesetzt, teilweise bis zu 150 Nationen arbeiten dort zusammen. Aber auch jeder Streik trägt in sich, egal ob er klein ist, ob er groß ist, ob er selbstständig ist oder gewerkschaftlich, trägt in sich das Element der internationalen Solidarität. Das darf nie vergessen werden. Niemand sollte auch glauben, dass es den Kollegen egal ist, was aus der Jugend oder aus der Zukunft wird. Aber es ist kompliziert. Und in den Monopolbetrieben, da findet doch heute die Schlacht um die Köpfe der Kollegen statt. In den Monopolbetrieben wird uns doch erzählt, mein Betrieb zuerst. Was schlussfolgert man denn daraus? Oder indem mein Betrieb sagt, wir sind kein Rüstungskonzern. Oder indem er sagt, die Arbeitsplätze gehen zwar verloren, aber arbeite doch halt bei der Rüstung. Dann hast du ja wieder einen Arbeitsplatz bekommen. Und das sind die Sachen, worauf wir uns einstellen müssen. Diese Auseinandersetzung müssen wir führen. Und dafür müssen wir auch eine Kühnheit entwickeln. Karl Liebknecht sagt in seiner Schrift zum Antiimperialismus, betont er öfter die Frage der Kühnheit. Und für uns erfordert es heute auch eine neue Form der Kühnheit, wie wir den antiimperialistischen Kampf führen, aber natürlich ganz klar auch die Frage der Organisiertheit und des internationalen Zusammenschlusses. Deswegen möchte ich auch nochmal alle hier einladen, auch Ende des Jahres mit nach Indien zu kommen oder das auch zu verfolgen. Dort treffen sich Automobilarbeiter aus der ganzen Welt. Ja, danke. Dankeschön, Anja. Jetzt Rudolf Scher, danach Mats von Chat. Mats von Chat, bitte vorbereiten. Ich bin kein Marxist-Leninist. Ich gehöre keiner Partei, keiner Gewerkschaft an, aber ich setze mich ein für verschiedene Sachen, zum Beispiel Grundeinkommen für Vollgeld und seit vielen Jahren für Palästina. Immerhin haben mich die Marxisten-Leninisten eingeladen zu Palästina in ihr Feriencamp und deswegen bin ich auch hier. Und das, was ich eigentlich sagen wollte mit dem Zettel, den ich vorher abgegeben habe, nach dem, was ich jetzt noch gehört habe, muss ich etwas improvisieren. Ich frage mich, warum 18 Mal aus der ganzen Welt die gleichen Kampfbegriffe hören, aber keine Lösungen
und nicht nach den Hintergründen fragen, sondern die Parteibücher hervornehmen. Es stehen Menschen dahinter. Und es gibt seit kurzem ein Buch von einem deutschen Forscher über die letzten 125, 150 Jahre, wer das Sagen hatte in Deutschland. Und das ist eine Elite von 4%. Und wenn im Nationalsozialismus dann einige Juden ersetzt worden sind durch Nationalsozialisten, es waren trotzdem 4% ganz bestimmte Leute. Und da kann man im Deutschlandfunk eine 6-teilige Serie hören zum Peter Thiel. Und er bestimmt die Politik in den USA. Er hat die Leute eingesetzt, die jetzt an der Macht sind. Und es sind Leute, die hinter den Kapitalorganisationen stecken, den Finanzgesellschaften wie BlackRock, Merz, Vanguard, State Street, KKK. Man schaue, wer dahinter steckt und wie die eben jede amerikanische Regierung, ob sie demokratisch oder republikanisch ist, sagen, was zu tun ist. Und es sind Berater, die eingesetzt worden sind bei den amerikanischen Präsidenten, die eben das Sagen haben, die bestimmt haben, dass im Nahen Osten, Mittleren Osten 7 Länder zerstört werden sollen, damit das Imperium, das amerikanische, zusammen mit Israel eben dort die Macht ausüben kann. Nun, was tun? Eines ist gesagt worden, eben streiken, da wo Kriegswaffen hergestellt worden sind. Und ich meine Boykott. Es braucht wenig, damit dieses Finanzsystem zusammenbricht. Und deswegen am Donnerstag nichts mehr einkaufen, für Gaza fasten. Das wird eine Änderung in der Welt bringen. Dankeschön. Jetzt Mats von Chat, dann kommt Steve. In den Vereinigten Staaten. Der Aufstieg von Trump und Trumpismus, da geht es nicht um das Individuum Trump. Es ist über die Unfähigkeit des amerikanischen Kapitalismus global in Wettbewerb zu treten. Die Deindustrialisierung der USA zur Exportierung ihrer Industrieproduktion in den Süden, dann nach Mexiko und dann nach China und Asien, bedeutete, dass Millionen von Arbeitern in den USA keine Zukunft hatten. Ihr Leben wurde zerstört. Das nennt man Rostgegend, wo die Arbeitsplätze verschwunden sind. Die Entwicklung von Technofaschismus, der Teil von der reichste Teil der kapitalistischen Klasse, Elon Musk, Peter Thiel, andere Techno-Milliardäre, die verstehen, dass man die Arbeiterklasse zerstören muss, um die Profite zu machen. Sie müssen Gesetze abschaffen und sie müssen die Gewerkschaften brechen und öffentliche Dienstleistungen privatisieren, einschließlich der Bildung und des Gesundheitssystems. Das bedeutet eine massive Konfrontation gegen die Arbeiterklasse. Und sie brauchen eine faschistische Bewegung, um das zu machen. Trump in seinem neuen Haushaltsetat wird 10.000 ICE-Agenten anstellen, Immigranten damit terrorisieren und Aktivisten. Sie werden diese Kraft nutzen, um die Arbeiterklasse versuchen, die Arbeiterklasse auch niederzudrücken. Die bürgerliche Demokratie in den USA. Aufgrund ihrer Unfähigkeit, die Unfähigkeit des amerikanischen Kapitalismus, diese bürgerliche Demokratie aufrechtzuerhalten. Project 25 ist ein faschistisches Programm. Die Debatte in der Arbeiterklasse, da geht
um die Frage, wie geht man diesen Angriffen um? Man kann nicht dagegen kämpfen, gegen Faschismus kämpfen mit der Demokratischen Partei. In jedem Land der Welt kann man bürgerliche Demokratie nicht verteidigen, weil ihre Basis unterminiert wird. Wir müssen eine Arbeiterbewegung aufbauen, wir brauchen eine Arbeiterregierung, eine Arbeiterpartei und wir brauchen die Arbeiterkontrolle. Wir sehen nicht nur einen Krieg Steuern entgegen, sondern auch eine Depression. Die Krypto-Geld, diese Deregulierung der Weltwirtschaft durch David Sachs und andere Technofaschisten, die werden zu einer großen Rezession führen. Größer als 2008. Das liegt in der Natur des Kapitalismus. Die Spekulation wird gefördert und nicht die Produktion. Und was wir auch sehen müssen, künstliche Intelligenz wird viele Arbeitsplätze abschaffen. Goldman Sachs hat gesagt, 350 Millionen Arbeiter werden ihre Arbeitsplätze verlieren. Das ist ein wesentlicher Angriff. Die Arbeiter werden ersetzt, ob es Fahrer sind oder Automobilarbeiter. Diese künstliche Intelligenz muss, die Arbeiterklasse muss diese Frage aufnehmen. Sie muss sich schützen auch gegen diese Auswirkungen der Technologie und Krieg. Dankeschön. Danach kommt Ferry aus Iran in Stuttgart. Ich bin Ferry aus Stuttgart, aber ich bin Iraner. Meine Sprache ist schwach, aber ich rede Deutsch, aber schwach, leider. In diesem Absatz 16 hat wir beenden das Schweigen um die Kriege in vergessenen Kontinenten, Afrika. Und ich denke, Iran hier fehlt, muss hier kommen, weil seit 46 Jahren kämpfen die iranischen Völker, besonders Arbeiter und Frauen, unter schwierigsten Bedingungen gegen Faschismus und Kriege. Jeder weiß diese, ja? Iran ist unter Druck, 46 Jahre. Die Arbeiter und Frauen in Iran brauchen unsere internationalistische Unterstützung und Solidarität. Deswegen habe ich gesagt, hier in Absatz 16 können wir ausführen. Wir vergessen nicht die iranischen Frauen vor 3 Jahren. Die haben gekämpft. Arbeiter in Iran, Ölindustrie, Chemieindustrie, Gasindustrie, immer noch in der Straße. 46 Jahre unter Druck ist. Rentner, jede Woche, zweimal. Lehrer, regelmäßig. $90 Millionen Iraner sind unter Druck, in ihren, mit diesem faschistischen, diktatorischen Regime. Außen kommt zionistische Regime und bombardiert. 12 Tage hat bombardiert, Tag und Nacht. Dieses zionistische, faschistische Regime. Tausende gestorben, Zivilisten. Jetzt, nach diesem Krieg, nach 12 Tagen Krieg, wenn jemand bewegt in Iran, die Regime festnehmen, sagt, du bist israelische Spionage. Regime selber hat gesagt, 20.000 hat festgenommen, sind im Gefängnis. Selber hat gesagt, 20.000. Deswegen, wir brauchen für Arbeiterbewegung in Iran und Frauen und andere und unsere Unterstützung. Das ist wichtig.
gibt es demokratische und fortschrittliche Bewegung. Deswegen wir müssen unterstützen. Und das ist meine Forderung. Nicht meine oder unsere Forderung ist, wir müssen irgendwie, ich weiß nicht wie, aber wir müssen unterstützen, weil Iran ist isoliert, wegen Sanktionen, wegen Krieg, wegen dieser Sanktionen, kommt nicht raus, die Nachrichten. Deswegen wir, wie ich, wir sind Einzige hier, kann ich Forderungen geben. Ich kann nichts mehr Deutsch reden, deswegen bin ich. Dankeschön. Jetzt kommt Joshi aus Schweiz. Mein Name ist Jochi Weil aus Zürich. Ich bin aktiv bei den Swiss Friends of Combatants for Peace, eine Organisation, die in Jerusalem gegründet wurde, 2004, eine israelisch-palästinensische Organisation, wo man einander auf Augenhöhe begegnet, im Wissen, dass die Machtverhältnisse sehr ungleich sind. Selber bin ich seit 45 Jahren als ein Brückleinbauer tätig, hier in der Schweiz zwischen Palästinenserinnen und Palästinenser, Jüdinnen und Juden und vor Ort quasi mit Israelis und PalästinenserInnen. Ich weiß, wovon ich spreche, bin immer wieder nach Westbank gereist, nach Ostjerusalem, das ja auch unter den Nagel gerissen wurde von den Israelis, und auch nach Gaza, wo wir von den Medico International Schweiz basismedizinische Projekte unterstützen, immer noch, ich bin schon lang pensioniert, und die Kampagne Olivenöl, die ja hier vertreten ist. Es gibt einen Stand draußen. Also für mich ist sehr wichtig, dass ich den Menschen, ob es in Gaza oder in Ostjerusalem oder in Israel oder Westbank, dass ich ehrlich auf Augenhöhe als gleichberechtigte Menschen begegne. Und nun unterstütze ich auch die größte Flotilla, die am 31. August von Barcelona gestartet ist in Richtung Gaza und am 4. September aus Tunis. Aber ich habe gehört, dass auch zum Beispiel von Italien aus Schiffe kommen. Man rechnet mit ungefähr 80 bis 100 Schiffe, meistens auch Segelboote, die in Richtung Gaza fahren. Warum unterstütze ich das? Weil ich selber enorm darunter leide als Jude, was dort in Anführungszeichen geschieht. Ist eine Apokalypse. Ich fasse es einfach gar nicht mehr, obwohl ich mich schon so lange damit befasse. Und ich finde es sehr, sehr wichtig und mutig von diesen Menschen, die auf den Schiffen sind. Das ist der erste Grund. Der zweite Grund ist, dass ich im Jahr 2010 das jüdische Boot Irene, kommt aus dem Griechischen und heißt Friede, mit unterstützt habe, mit anderen Organisationen, zum Beispiel die jüdische Stimme für Demokratie und Gerechtigkeit in Israel-Palästina. Die sind ich glaube, es war im 10. September 2010 in Richtung Gaza losgefahren, wurden dann, es war ein kleines Boot, abgefangen von einem israelischen Kriegsschiff bei Ashkelon und 5 oder 7 Militärbooten. Ich danke fürs Zuhören und finde einfach wichtig, diese internationale Solidarität. Dankeschön, Jochi.
Jetzt Rolf. Danach Team aus Dresden in Tschad. Ich weiß nicht, ob der hier noch. Rolf. So, das ging jetzt gerade auch ins Herz. Ich wollte zu dem Anfangsbeitrag von der Renate Dillmann auch was sagen. Sicherlich hat sie in ihrem Beitrag tatsächliche Probleme angesprochen, die wir bewältigen müssen. Ich spreche jetzt wieder als Mercedes-Arbeiter auch, ja, seit 40 Jahren. Und es ist so, dass ein großer Teil der Arbeiter tatsächlich ja AfD gewählt hat. Ich glaube, die Monika hat es heute auch schon gesagt, 38% bei der Bundestagswahl oder sowas. Nicht Bundestagswahl, zu teilen nur in bestimmten Gebieten war das halt bei der Wahl. Auf jeden Fall, dass da unter den Arbeitern auch viele gewählt haben. Das stimmt mit Sicherheit. Und trotzdem kann ich dem Beitrag nicht einfach so zustimmen, weil in dem Beitrag kam das so zum Ausdruck, wie die Arbeiterbewegung existiert kaum, ist schwach oder meldet sich nicht zu Wort. Die Arbeiter sind auf Linie von den alten Parteien oder auch zum Teil von der AfD und was weiß ich was. Und dem kann ich so nicht zustimmen. Also ich bin ja tagtäglich mit meinen Kollegen zusammen und es gibt sehr viele Auseinandersetzungen. Tatsache ist auch, dass seit Jahren bei Mercedes, zuerst in Untertürkheim, aber seit Jahren auch in Sindelfingen, AfD ihren verlängerten Arm Zentrum Automobil aufbaut, ja, und somit versucht auch die faschistische Denkweise unter die Arbeiter zu tragen. Was ihnen auf jeden Fall gelingt dabei ist, dass sie die Leute verwirren. Aber nicht jeder, der da dieselben Sachen manchmal sagt, ist deshalb auf der Linie oder sieht sich als Faschist oder sonst was. Sondern das soll die Arbeiter spalten. Ein Teil zum Beispiel, das sie wollen, ist, die wollen die IG Metall zerschlagen. Also wenn die Arbeiterbewegung schwach sein soll, ich bin seit 40 Jahren in der IG Metall. Die IG Metall ist ja keine kleine Gewerkschaft. Wir sind eine starke Gewerkschaft. Ob die immer in die richtige Richtung läuft oder nicht, ist nochmal eine andere Frage. Aber wir können als Arbeiter in der Gewerkschaft auf jeden Fall auch was erreichen. Und das tun wir auch immer wieder. Und genau. Auf jeden Fall wollte ich sagen, da haben wir auch als unter den jetzt Reformisten oder aber auch den kämpferischen Teil in der Gewerkschaft die größte Einheit im antifaschistischen Kampf, ja, dass wir die da draußen haben wollen. Und da ist aber auch viel notwendig tatsächlich, um diese Verwirrung, die unter den Kollegen zum Teil dadurch entsteht. Also Kollegen haben heute sowohl fortschrittliche als auch manchmal rückschrittliche Gedanken gleichzeitig im Kopf. Da geht's hin und her. Das ist komplizierter als damals. Das kann man nicht einfach sagen, damals waren sie stark und heute sind sie schwach. So funktioniert es nicht. Diese Verwirrung muss aufgelöst werden. Da müssen wir Beitrag leisten im Kampf um die Denkweise unter den Kollegen, beim Kämpfen und auch dafür kämpfen, dass so eine Organisation wie denen ihr verlängerter Armzentrum Automobil aus den Betrieben rausfliegt. Dass die da überhaupt keinen Fuß fassen können und auch nicht mehr das verbreiten. Und uns besinnen als Arbeiter, wo wir hinwollen. Dankeschön. Jetzt Team aus Dresden im Chat. Ich bin der Tim von der SOL bzw. vom Komitee für eine Arbeiterinnen-Internationale. Ich finde es erstmal gut, dass diese Konferenz stattfindet und ich finde es auch wichtig, dass es eine internationale Vernetzung untereinander gibt. Und es ist wichtig, dass wir gemeinsam als SozialistInnen uns gegen den Krieg stellen. Ich glaube, das ist ja hier breiter Konsens. Und ich finde, für uns Jugendliche ist es besonders schwierig, in diesen Zeiten immer weiter stark zu sein und gegen die Wehrpflicht sich zu stellen und gegen diesen imperialistischen Gedanken für Deutschland zu sterben. Und uns als Jugendliche geht es darum, uns zu organisieren und uns klar, uns Jugendlichen geht es ganz eindeutig darum, uns zu organisieren und uns gegen diese Wehrpflicht zu stellen und klar zu sagen, dieser Krieg geht nicht mit uns und auch innerhalb der Jugend ist es zumindest in Deutschland so, dass die Wehrpflicht keine breite Zustimmung erhält. Und ich finde, es ist wichtig, dass das ein Konsens ist und unser Ziel ist es, diesen Konsens zu fördern.
und gemeinsam ein starkes Zeichen gegen den Krieg zu stellen. Und das schaffen wir Jugendlichen auch nur gemeinsam mit den ArbeiterInnen und einer gemeinsamen Arbeit in den Gewerkschaften, auch wenn das in Deutschland natürlich schwierig ist, wenn man sich das Statement des DGBs anguckt zum Thema Aufrüstung, dass Aufrüstung schlecht ist, aber irgendwie können wir es machen, wenn dafür nicht der Sozialstaat gekürzt wird. Also quasi die Gewerkschaften wild hin und her tängeln von dem, was sie tun. Und das ist nicht gut. Wir müssen auch in die Gewerkschaften rein, in den Gewerkschaften einen klar antimilitaristischen Kurs fahren und unterstützen, dass es nicht nochmal zu einem Krieg kommt. Genau. Dann, das wäre alles von meiner Seite. Hoch die internationale Solidarität und noch viel Erfolg. Dankeschön. Jetzt Katrin von Arbeiterbund für den Aufbau der KPD. Genossinnen und Genossen, wer die Jugend hat, hat die Armee. Karl Liebknecht. Ich glaube, wir können derzeit, zumindest in Deutschland, bei anderen Ländern maße ich mir dieses annähernde Urteil überhaupt nicht an, behaupten, unsere Gegner hat die Jugend noch nicht, wir haben sie aber auch noch nicht. Ich glaube schon, dass wir an einem Zeitpunkt sind, wo ziemlich spitz auf Knopf steht, wie schnell wir jetzt sind. Und ja, Genossin Anna, ich gebe dir recht, wir haben da einen Wahnsinns-Propagandaapparat gegen uns, der seinesgleichen sucht. Ich glaube aber auch, umso konkreter müssen wir miteinander gucken, wie wir vorwärts kommen, und zwar flott. Der Vorredner hat gerade schon drüber gesprochen, rein in die Gewerkschaft. Ich glaube, da hat er recht. Gerade der DGB rühmt sich in der letzten Zeit, siehe zum Beispiel Erklärung zum 1. September, nicht mit dem Wahnsinns-Antimilitarismus, gefolgt von einem zweiten IG Metall-Vorsitzenden, der sich glatt am 1. September auf einer Rüstungskonferenz begibt. Ganz ehrlich, da fragt man sich dann im Gegensatz eben genau schon, wie kriegen wir diese Arbeiter dahin, dass sie am 1. September hätten mit uns auf der Straße zur Masse dagegen stehen müssen. Das taten sie nicht. Das ist auch Fakt. So, also ganz ehrlich, konkret werden heißt auch ein Stück weit, wir müssen gemeinsam zum Beispiel an die Berufsschulen. Wir müssen dahin, wo diese Jugend zwangskollektiviert ist. Wir müssen ihnen zum Beispiel sagen, dass es in Bremen IG Metall-Senioren gibt, die anfangen, sich auf die Hinterbeine zu stellen und zu sagen, unsere Kinder dürfen nicht rekrutiert und erfasst werden, nicht für diesen Kriegskurs. Wir müssen die neue DGB-Bezirkserklärung aus NRW gegen die Wehrpflicht zurück an die Berufsschüler und an die Auszubildenden kriegen. Und Genosse Buderus, ich glaube sogar, wir müssen weitergehen. Wir müssen weitergehen als nur Unterstützung gegen Kriegsdienstverweigerung und Deserteure. Wir werden schleunigst an die Berufsschulen gemeinsam müssen, was auch schon begonnen hat, dagegen, dass sie sich erfassen und rekrutieren lassen, weil noch haben wir eine Chance. Noch. Und die ist klein. Und dann steht die Frage, wann wir in deutscher Uniform, und ja, die Betriebe sind längst absolut international, die Berufsschulklassen sind international, und dann stehen diese Menschen in deutscher Uniform gegen die Familien in ihren eigenen Ländern, wo sie herkamen. Dann werden wir wieder über die Taktik reden müssen. Aber bis dahin müssen wir ganz schön schnell sein, weil der 1.1.26 kommt. Wir müssen an die Schulen, auf die Schulhöfe, wir müssen in die Gewerkschaftsjugenden und wir werden erstmal wenige sein. Und das wird erstmal auch ein Ticken unangenehm. Aber anders ging es unseren Vorgängern ja eben auch nicht, ne? Dankeschön. Jetzt Gabi Fechner. Also was ich sehr gut an verschiedenen Beiträgen fand, ist diese Analyse, dass heute der Faschismus oft noch in einem anderen Gewand erscheint. Das hat sowohl der Genosse aus Indien gesagt, als auch Andreas Buderus, dass der moderne Faschismus, oder ihr habt vielleicht nicht den Begriff verwandt, aber dass er noch im Rahmen der bürgerlichen Demokratie daherkommt. Dass sie erstmal sozusagen nicht mit einem Putsch oder so, sondern oder mit einer Ermächtigung, sondern mit über Wahlen daherkommen. Und das eröffnet natürlich auch der AfD zum Beispiel oder anderen Faschisten den Spielraum, so zu tun, wir sind doch ganz demokratische Kräfte. Und diese neue Form des Faschismus müssen wir durchschauen. Gleichzeitig dürfen wir nie unterschätzen, dass es ihnen früher oder später drauf ankommt, den Faschismus zu errichten. Also wenn wir uns das angucken, was Trump macht, er ist erstmal durch Wahlen, er hat einen Putsch versucht, hat nicht geklappt, er ist dann erstmal durch Wahlen drangekommen, aber er baut das jetzt um zu einem Faschismus mit wieder offen kolonialer Politik, mit einer faschistischen Ausrichtung seiner Ideologie, mit der Aufhebung bürgerlich-demokratischer Rechte, mit der Gleichschaltung der Medien und so weiter und so fort.
Und gleichzeitig sehen wir auch, dass diese Faschisten doch auch größere Probleme haben. Also wir sollten sie nicht unterschätzen, aber wir sollten auch die Gegenbewegung nicht unterschätzen. Also ich finde, das muss man auch sehen. Trump hat große Probleme. Seine ganzen Abschiebungsprogramme wurden ja zum Teil durch aktiven Widerstand verhindert, wo die Leute ihre migrantischen Kollegen geschützt haben, wo sie verhindert haben, dass sie abgeschoben werden. Es gab Massendemonstrationen. Wir haben in Argentinien gegen Milei Massendemonstrationen, Generalstreiks, Widerstand aus der Bevölkerung. Wir hatten in Polen gegen die faschistische PiS-Regierung eine Massenbewegung der Frauen gegen dieses Abtreibungsverbot. Also die Faschisten haben auch ganz schön Probleme, aber es ist eben der Unterschied zur Militärdiktatur, dass sie die Leute gewinnen müssen, dass sie eine Massenbasis brauchen. Und deshalb halte ich die Selbstkritik der Komintern von nach dem Zweiten Weltkrieg für wichtig, dass damals der ideologische Kampf unterschätzt wurde und es gerade entscheidende Bedeutung hat. Und in der Phase sind wir ja im Moment. Wenn wir sagen Barbarei oder Sozialismus, heißt das ja nicht, dass morgen der Sozialismus ansteht, sondern wir sind noch in der Phase, wo wir die Leute natürlich erstmal dafür gewinnen müssen. Und da ist es sehr wichtig, dass wir, und da komme ich zur Frage, was zu tun ist. Also ich denke, dass wir in unseren Ländern eine Arbeit unter der Arbeiterklasse machen müssen. Ehrlich gesagt machen das ja gar nicht unbedingt alle Parteien, manchmal weil sie abschreiben oder weil sie sich mehr auf kleinbürgerliche Kräfte beziehen. Wir müssen die Arbeiterklasse überzeugen. Vorher wurde gesagt, ich hätte gesagt, die Denkweise ist entscheidend, greift etwas kurz. Natürlich müssen wir Kämpfe vorbereiten und führen, aber dafür braucht man erst eine Meinungsführerschaft. Dann müssen wir die Kämpfe aber auch als Schule des Klassenkampfs führen und nicht als Kämpfe, die Illusionen erzeugen, was der Kapitalismus alles reformieren könnte. Und wir müssen die Kämpfe besser koordinieren. Also ich lade auch wirklich nochmal dringend ein zu dieser Automobilarbeiterkonferenz in Indien im November dieses Jahr. Es gibt eine Bergarbeiterkonferenz, eine Hafenarbeiterkonferenz, wo international die Arbeiterklasse ihre Kämpfe berät, sich austauscht, koordiniert, auch überlegt, wie das revolutioniert werden kann. Das halte ich für sehr wichtig. Und dazu gehört dann eben auch, dem Sozialismus neues Ansehen zu verschaffen, weil wenn wir für eine Perspektive einstehen, müssen wir den Leuten auch sagen, was haben wir aus der Vergangenheit gelernt, wie qualifizieren wir das Ganze. Und dafür sind die Diskussionen über die Vergangenheit wichtig, nicht über irgendeine Akademikerdebatte über irgendwelche Parteitage, sondern weil wir den Leuten Antworten geben müssen. Also das halte ich für wichtige Aufgaben. Und wir sollten vielleicht auch die Seite der Repression nicht unterschätzen. Das wird sehr zunehmen. Wir haben in Deutschland 12.000 Verfahren wegen Palästina-Solidarität. Jeder Kritik an Völkermord wird als Volksverhetzung verurteilt. Wir haben eine ziemliche Repression gegen Arbeiter und Arbeiterinnen, die sich politisch äußern, die mit Abmahnungen, Kündigungen überzogen werden. Also wir sollten auch die Solidarität gegen Repression, so wie die letzte Zimmerwald-Konferenz, auch unbedingt auf die Tagesordnung setzen. Diana aus Mexiko. Um herauszukommen aus der Krise, kämpfen die Kapitalisten um die Märkte. Und wir in Ländern in der Entwicklung ist natürlich China auch mit im Zentrum der kriegerischen Auseinandersetzung. Es gibt viele in Bezug auf den Gazakrieg gibt es sehr viele Ereignisse und es zeigt sich aber, dass der Imperialismus strategisch schwach ist, auch wenn er sich stark darstellt. Er hat natürlich seine Instrumente wie die NATO und sie entwickeln ihre Offensive gegen den Mittleren Osten. Und es hat sich auch gezeigt, die Rolle des Imperialismus von Deutschland, Frankreich, Italien, das sind auch wirklich Fleischfresser, die beteiligen sich am Völkermord und auch nicht nur in Palästina, sondern auch in Jemen. Und tatsächlich, man muss wirklich auch den Faschismus angreifen. Und politisch sind es die kommunistischen Parteien, aber es sind alle politischen Organisationen, die sich dagegen stellen. Es wurde ja hier schon gesagt, das bürgerliche Recht wird vom Faschismus mit den Füßen getreten.
Sie greifen internationale Abkommen an und sie benutzen das Strafrecht, um politische Gegner auszuschalten, und sie machen wirklich Haftstrafen von 30 bis 40 Jahren gegen Kommunisten, zum Beispiel in Peru, und wie zum Beispiel gegen Abimael Guzmán und andere. Und es sind auch welche verschwunden, und die Leute werden verfolgt. Das ist ein Beispiel dafür. Und in Lateinamerika entwickelt der Staat auch wirklich, um Präsidenten zu zerstören, die von dem Volk gewählt wurden. Und sie lancieren Kampagnen, um wirklich im Grunde legal sozusagen ihre Politik durchzusetzen. Und man muss wirklich den Klassenkampf organisieren. Man muss sich organisieren, um wirklich gegen diese imperialistische Invasion zu wehren und auch gegen diese Politik als ausgebeutete Klassen. Der Imperialismus ist auch in der Offensive an allen Seiten gegen den Sozialismus, und es braucht eine neue Welle der Revolution. Aber sie werden es nicht verhindern, die Weltrevolution, weil der Klassenkampf wird weitergeführt. Die Rechte in Lateinamerika, die setzen wirklich die Militärpläne und Polizeipläne der USA um. Und die Polizei von der DEA, die angeblich gegen die Drogen kämpfen hart gegen die Leute. Und sie beschwören hier wirklich den Dritten Weltkrieg. Man muss den US-Imperialismus wirklich bekämpfen, und man muss auch die politischen Gefangenen befreien und wirklich für die demokratischen Rechte, für ihre Rechte kämpfen. Danke. Dann muss ich mich vorstellen, mein Name ist Anna Bartolomé. Ich wollte zu dem Beitrag von Renate Dallmann was sagen. Ich finde, dass sie völlig recht hat in diesem Angriff auf diese konzertierte Aktion der bürgerlichen und der sogenannten sozialen Medien, die es tatsächlich geschafft haben, zum ersten Mal nach dem Zweiten Weltkrieg eine faschistische Organisation wie die AfD zu einem solchen Einfluss zu verhelfen. Einfluss auch unter der Arbeiterklasse und was ich besonders bedenklich finde, unter der Jugend. Es ist aber nicht richtig, dass die Situation so viel anders wäre als zu Beginn des Ersten und Zweiten Weltkriegs. Im Ersten Weltkrieg, Rosa Luxemburg zum Beispiel konnte nicht an Zimmerwald teilnehmen, obwohl sie sicherlich zu den linken Zimmerwaldleuten gehört hätte, die diese Burgfriedenspolitik abgelehnt haben. Sie saß im Gefängnis während des ganzen Krieges, ebenso wie Karl Liebknecht, der als einziger SPD-Abgeordneter gegen die Kriegskredite gestimmt hatte. Im Zweiten Weltkrieg, wie ist es dann da gelaufen? Da hat der Hitler und seine Organisation von den Monopolen forcierte und finanzierte Organisation mit einer unglaublichen Demagogie sich als Nationalsozialisten für Verwirrung gestiftet. Die KPD mit ihrer Losung, wer Hitler wählt, wählt den Krieg, die wurde als allererstes verboten, ihre Leute in KZs geschickt, ebenso wie Gewerkschafter, wie Sozialdemokraten, wie christliche Antikriegsgegner. Das war der Vorläufer, bevor sie mit dem Krieg anfangen konnten. Und auch die haben großen Einfluss auch in der deutschen Arbeiterklasse nehmen können, was nach dem Krieg, besonders in Westdeutschland, auch immer eher totgeschwiegen wurde. Ich meine, dass wir heute vor einer Situation stehen, wo wir mit großer Geduld und energischen Offensivgeist gegen diese neue faschistische Gefahr, die in anderen Gewändern auftritt, auch angehen müssen und sie auch bekämpfen müssen. Das geht nicht nur um Schnelligkeit, was die jungen Genossen gesagt haben. Es geht auch um Überzeugungskraft, um Argumente, die wir entwickeln müssen. Ich bin lange im Bildungsausschuss in Gelsenkirchen gewesen, die bürgerlichen, auch sich antifaschistisch verstehenden
Parteien haben immer gemeint, man muss das ignorieren, was die AfD sagt. Und ich war fast die Einzige, die immer zu den Argumenten der AfD Gegenargumente entwickelt hat, damit auch andere Menschen, die das verfolgen, in der einen oder anderen Weise auch lernen, dagegen anzugehen. Und das müssen wir mit aller Geduld und aller Prinzipienfestigkeit und allem Offensivgeist auch heute uns annehmen. Und es gibt diese Gegenbewegung. Es waren noch nie so viele Leute in der antifaschistischen Bewegung, in Arbeiterkämpfen unterwegs wie in den letzten Monaten, auch in der Queerbewegung. Die CSDs haben sich zu Massenorganisationen, antifaschistischen Demonstrationen in Ungarn, aber auch in Hamburg oder in München entwickelt, auch in den kleinsten Städten. Da entwickeln sich neue Dinge, die unbedingt unterstützt werden müssen, damit sie auch tatsächlich wir dieser faschistischen Gefahr und der damit verbundenen Kriegsgefahr gemeinsam entgegenstellen können uns. Vielen Dank. Ulja aus Deutschland, dann Geri, danach Geri aus Deutschland. Ja, wenn wir heute gegen die Weltkriegsgefahr kämpfen wollen und sagen, wir müssen uns gegen alle die darin tätigen Protagonisten richten, dann werden wir sicherlich alle sagen, die USA ist weiterhin noch Hauptkriegstreiber, aber wir müssen auch hier diskutieren, mit welchen anderen Global Playern müssen wir uns hier anlegen. Und vorher hatte Beate, glaube ich, gesagt, China ist kein imperialistisches Land. Dem möchte ich widersprechen. Wie kann man eine ökonomische Supermacht werden in einer imperialistischen Welt, ohne selbst eine imperialistische Entwicklung durchzumachen? Lenin charakterisierte schon als Merkmal die Herausbildung von Monopolen. China hat zwischenzeitlich sogar die USA bei der Zahl der internationalen Monopole überholt. Ihr kennt sie alles, wurde gesagt, zu Batterieherstellern, Auto, aber auch Temu und so weiter. Wir kommen doch alle täglich in Kontakt mit diesen Monopolen. Und wie entstehen Monopole? Durch Ausbeutung der Arbeiterklasse im eigenen Land. Und da gibt es die 400 Millionen Industriearbeiter in China, aber auch 200 Millionen Wanderarbeiter. Es leben 371 Millionen unter der Armutsgrenze und gleichzeitig gibt es fast 1000 Milliardäre. Aber auch die Ausbeutung in anderen Ländern. Sie kaufen die Häfen auf mit ihrem Projekt der neuen Seidenstraße und so weiter. China macht sich aber auch auf den Weg, eine politische und militärische Supermacht zu werden und hat die schnellste Entwicklung bei der Anschaffung und Herstellung von Nuklearsprengstoffen. Und ich meine, das müssen wir auch klar beim Namen nennen. Diese imperialistische Entwicklung, ein weiteres Merkmal ist auch die weitere Expansion. Die verschieben fast täglich die Grenze nach Nepal, weiten da ihr Gebiet aus. TikTok möchte ich auch noch ansprechen als ein Instrument der weltweiten Meinungsmanipulation, wo sie faschistische Inhalte pushen, revolutionäre Blocken rausschmeißen. Und ich meine, wir müssen hier das Kind auch beim Namen nennen und auch solche Begriffe wie globaler Süden oder dass die multipolare Welt die Welt friedlicher machen würde, angreifen. Und ja, dazu wollte ich Dankeschön, Metallarbeiter. Ich spreche auch als Mitglied der Koordinierungsgruppe des Internationalen Umweltratschlags 2026, auch eine Form der Koordinierung internationaler Kämpfe und Bewegungen, die hier angesprochen wurden. Ich möchte zu einer neuen Besonderheit imperialistischer Kriege noch sprechen und darauf hinweisen. Schon früher haben ja Kriege Mensch und Natur unglaubliche Zerstörungen hinzugefügt. Mehrfach hatte das die Dimension eines Genozids und Genozid ist zugleich auch ein elementarer Bestandteil faschistischer Kriegsführung. Heutzutage kommt zunehmend auch die Dimension eines Ökozids hinzu. Wir sehen das in den Kampfgebieten in der Ukraine, in Gaza, auch in Syrien. Die gesamte dortige Biosphäre, die natürliche Lebensgrundlage der Menschen, ist tiefgehend verseucht oder sogar vernichtet. Sprengstoffrückstände von Millionen von Bomben, Giftgas, radioaktive Munitionsreste, chemische Vernichtung, chemische Vergiftung von Böden und des Grundwassers, ungezählte Blindgänger und Tretminen mit den ganzen Trümmern vermischt. Das alles macht dort das menschliche Leben
viele Jahre oder vielleicht sogar Jahrzehnte unmöglich. Und der Mensch ist ja Teil der Natur. Auch die verheerenden Zerstörungen in der Psyche der überlebenden Menschen und ihrer Nachkommen müssen in die brutale Bilanz des Ökozid oder der Ökozid-Kriegführung eingehen. Doch nicht genug der Barbarei. Die Imperialisten rücken ja sogar einen Atomwaffeneinsatz immer selbstverständlicher in den Bereich der Möglichkeit. Atomwaffen sind Völkermordwaffen, das muss man klar sagen. Sie sind zugleich auch Ökozidwaffen in globaler Dimension, denn selbst ein begrenzter Atomkrieg würde die Klimakatastrophe schlagartig vervollständigen und damit die Ernährungsgrundlage der gesamten Menschheit großteils vernichten. Frank Hammer aus den USA hatte darauf schon hingewiesen. Der Friedenskampf ist heute unmittelbar mit der Umweltfrage verbunden. Das zu begreifen und auch bewusst zu machen und eine gemeinsame Kampffront der Umweltbewegung, eine gemeinsame Kampffront mit der Friedensbewegung zu schaffen, das muss zu einem neuen Merkmal der Friedensbewegung werden. Und was ja noch ganz wichtig ist zu ergänzen, auch zu der Auseinandersetzung mit dem Impulsbeitrag, fand ich sehr gute Beiträge dazu. Wir dürfen auch hier niemals das Vertrauen in die Massen verlieren. Die wollen nicht untergehen im Krieg oder in Umweltkatastrophe oder im Faschismus. Ne? Das ist ganz grundlegend. Man darf sich nicht orientieren, ob die Bewegung gerade einen Aufschwung hat oder am Boden ist. Ne? Dankeschön. Ich möchte an dem Beitrag von Yoshi ansetzen. Ich bin sehr froh und glücklich, dass es solche jüdische Menschen oder Menschen aus Israel gibt, die solche Positionen vertreten und es nicht erst seit gestern, sondern seit vorgestern, seit Jahren und Jahrzehnten. Man muss natürlich der israelischen Bewegung und den Massen in Israel den berühmten Spruch von Friedrich Engels vorhalten: Ein Volk, das andere unterdrückt, kann selbst nicht frei sein. Es ist eine sehr wichtige Sache und wir haben eine Bewegung erlebt in Israel, die unter den israelischen Fahnen für die Befreiung der Geiseln marschiert ist. Ich bin für die Befreiung der Geiseln, aber ich bin dagegen, dass hier eine Gemeinsamkeit von der zionistischen, faschistischen israelischen Regierung mit dem Kampf um Demokratie und Freiheit behauptet wird und subjektiv auch angenommen wird. Aber ich bin auch dagegen, die ganze Bewegung in Israel als reaktionär und faschistisch und faschistoid zu bezeichnen. Es gab richtige Unterdrückungsmaßnahmen, zum Beispiel am Antikriegstag in Freiburg hat jemand für die Gemeinsamkeit der israelischen und der palästinensischen Massen gesprochen, dem wurde das Mikrofon abgedreht. Ich finde das eine unmögliche Maßnahme. Ich bin der Meinung, wir müssen darum kämpfen, um die Bewusstseinsbildung. Es gibt eine Arbeiterklasse in Israel und Teile der palästinensischen Bewegung sagen, es gibt da gar keine Arbeiterklasse. Doch der proletarische Internationalismus bezieht sich gerade darauf, bewusstseinsbildend, aber auch einigend zu arbeiten. Und wer sie alle abschreibt, der liegt nicht richtig und der trägt zur Spaltung bei und schwächt den palästinensischen Befreiungskampf. Ich bin auch nicht der Ansicht, dass man die Hamas nicht kritisieren darf und sagt, das schwächt den Kampf, wenn man die Hamas kritisiert. Nein, es stärkt diesen Kampf. Natürlich ist die Hamas eine Kraft des Widerstands, aber ihre grundsätzliche Programmatik ist reaktionär, faschistisch und islamistisch. Warum soll man das nicht sagen? Es ist wichtig für die Strategie des Befreiungskampfs. Das ist eine allgemeine Diskussion. Manche sagen, man darf Maduro in Venezuela nicht kritisieren, weil sie von den USA angegriffen werden. Natürlich ist die USA der Hauptkriegstreiber, der größte Imperialist. Er ist der Hauptgegner, genauso wie das zionistische Netanyahu-Regime. Aber man muss kritisch innerhalb der Bewegung diskutieren, weil das für die Strategie und die Perspektive des Befreiungskampfs wichtig ist. Manche sagen, man darf Kuba nicht kritisieren, weil sie von den USA angegriffen werden. Doch, man muss es tun, aber immer in Solidarität natürlich gegen diese Okkupationspläne der USA. Wir können nicht so tun und sagen, ja, solange der Kampf läuft, darf man niemanden kritisieren, der Bestandteil dieses Kampfes ist. Doch,
Auch das ist die Dialektik der Geschichte. Wenn wir die Zukunft gewinnen wollen, müssen wir solche Auseinandersetzungen führen, solidarisch, aber auf die Strategie der Befreiung des Sozialismus gegen den Imperialismus gerichtet. Niemals den Hauptwiderspruch gegen die Faschisten in der israelischen Regierung, in der US-Regierung und so weiter vernachlässigen, sondern ins Zentrum stellen. Aber das heißt nicht, dass wir nicht mit den Bewegungen und mit reaktionären und unterdrückerischen Elementen in verschiedenen, wie in Kuba, kubanischen Regierung oder auch der Maduro-Regierung zum Teil praktiziert wird oder in der Kritik an der Hamas notwendig ist, verschweigen. Sonst sagen wir den Massen auch nicht die Wahrheit. Es hatte noch gar nicht geklingelt bei mir, deswegen will ich euch das, was ich gesagt habe, noch mit einem Lenin-Zitat untermauern. Der sagte, es müssen die Sozialisten der unterdrückten Nationen auf die vollständige und bedingungslose, auch organisatorische Einheit der Arbeiter der unterdrückten Nation mit denen der unterdrückenden Nation besonders bestehen und sie ins Leben rufen. Ohne dies ist es unmöglich, auf der selbstständigen Politik des Proletariats sowie auf seiner Klassensolidarität mit dem Proletariat der anderen Länder bei all den verschiedenen Streichen, Verrätereien und Gaunereien der Bourgeoisie zu bestehen. Soweit Lenin. So, jetzt haben wir von Lenin auch gehört. Jetzt Thailand von Young Struggle. Since the beginning of the second part, we have spoken quite a lot about. Seit dem Beginn des zweiten Teils haben wir viel über die internationale Solidarität gesprochen. Und wenn wir über die internationale Solidarität sprechen, müssen wir auch über die praktische Solidarität sprechen der Arbeiterklasse. Und natürlich heißt das, dass wir über die Probleme sprechen. Wenn wir heute über die kritischen Probleme und die Widersprüche sprechen, sprechen wir auch über Palästina. Als ein Mitglied von Young Struggle möchte ich sagen, diese Organisation wurde gegründet von den Kindern, die als Flüchtlinge nach Europa kamen. Es ist legitim für uns zu sagen, dass es praktische Solidarität sein muss. Solidarität heißt nicht nur eine Erklärung zu verfassen. Das ist nicht genug. Deshalb möchte ich zuerst alle Teilnehmer grüßen. Alle Teilnehmer der Flottille grüßen. Über 700 sind in Tunesien gestartet, unsere Genossen. Sie sagen alle 700 sagen, wir sind uns sehr bewusst der Risiken. Was die israelische zionistische Regierung, faschistische Regierung tun könnte. Aber es gibt eines, was sie alle sagen. Wir werden zurückkommen. Wir werden stärker zurückkommen. Und für diesen Mut möchte ich Sie beglückwünschen. Das ist hier im imperialistischen Kernland ist es wichtig. Wenn wir über die Komplizität unserer Nationen sprechen, muss es auch praktisch sein. Wenn die Docker sagen, wir werden Europa stilllegen, das ist praktische Solidarität. Wenn die Arbeiter sagen, wir fangen an zu streiken für Palästina, dann ist es praktische Solidarität. Wenn das Rheinmetall-Entwaffnen-Camp startet, dann ist es auch praktische Solidarität. Und es gibt auch einen wichtigen Auftrag und wichtige Aufgaben. Wir in Europa und in Amerika haben die Aufgabe, Solidaritätskomitees zu bilden
in jeder pressure Stadt, on our government to stop and break the siege. um diese As our Belagerung comrades zu are stoppen doing it und zu very much durchbrechen. practically on the boats right now. Das erleben die Genossen ganz praktisch auf den Booten jetzt gerade. And on the struggle against war, there has to be a struggle against Der- the source of war. Der Kampf gegen den Krieg muss ein Kampf gegen die Ursache des Krieges sein. Das können wir nur erreichen, wenn wir eine Lösung, eine sozialistische Lösung vorschlagen. And it has to be as political as it is ideological. Und sie muss And so thank you very much. kritisch sein, wie sie ideologisch ist. Vielen Dank. Dankeschön, Thailand. Jetzt Erwin aus Wien. Thank you, Thailand. Wir sind beim Blog Faschismus und Kriegsvorbereitung und wir denken uns, dass man in Österreich die fortschrittlichen Arbeiterinnen mobilisiert, gewinnt, auf die Straße bringt. Es ist nicht sehr nützlich, gebannt auf einen dritten Weltkrieg zu starren, der wahrscheinlich ein Atomkrieg sein wird. Oder auch nicht, wie es in Österreich ist, gebannt daran zu arbeiten oder auf das Problem in den Vordergrund zu rücken, dass eine FPÖ-Regierung, vergleichbar mit der AfD, das Allerwichtigste ist, was man tun kann. Es gibt Gruppen in Österreich, die das seit Jahren machen und die auch Leute auf die Straße kriegen, aber es entsteht überhaupt keine Kontinuität. In Österreich wird die Faschisierung oder wurde und wird die Faschisierung nicht von der FPÖ vorangetrieben. Die waren immer nur ganz kurz mitbeteiligt an Regierungen, haben sich dann gespalten und wir sind wieder rausgeflogen. In Österreich sind die ersten rassistischen Ausländergesetze in den 80er Jahren von einem SPÖ-Innenminister, also mit SPÖ-Mehrheit, durchs Parlament geschickt worden. Und heute diese Handyüberwachungen, Messenger-Dienstüberwachungen und so, die werden vor allem von der ÖVP, aktuellen Mehrheitsregierungspartner, vorangetrieben. Die FPÖ ist in der Opposition, die sagen eher, na, das ist aber schlecht, dass jetzt alle Handys überwacht werden. Also die lehnen sich zurück und warten drauf, was die Parlamentsparteien, die in der Regierung sind, machen. Wir denken uns, es ist ganz, ganz wichtig, immer die regierenden Parteien, inklusive Sozialdemokraten, bei uns sind die Neos, das ist also eine neoliberale Partei, auch noch an der Regierung beteiligt, also die anzugreifen. Und das gilt für uns sowohl für den Krieg, für den Kampf, also für die Mobilisierungsversuche gegen den Krieg, als auch für Mobilisierungsversuche gegen Faschisierung wie Abschiebungsgesetze und so Überwachungsgesetze, Repressionsgesetze. Wenn wir nicht kleine Schritte anbieten, werte ich dagegen, dass das und das gemacht wird, dass jetzt irgendwie Drohnen aus Wiener Neustadt irgendwie nach England geliefert werden, dann werden wir nicht weiterkommen in der Antikriegsbewegung. Jetzt Andreas Boderos, dann Chaya. Ja, da kann ich super ansetzen, nämlich wir brauchen eine breite, kämpferische, internationale, antimilitaristisch, internationalistische, aber vor allen Dingen praktische Bewegung, die den Krieg da trifft, wo er am verwundbarsten ist. Und das ist in der Produktion und in der Logistik. Und da bin ich bei den Kolleginnen und Kollegen, die hier von Daimler gesprochen haben und von Mercedes, nämlich die Kolleginnen und Kollegen in den Betrieben können sich widersetzen und widersetzen sich. Beispiele von Daimler haben wir gehört. Kolleginnen und Kollegen in den Krankenhäusern werden im Rahmen der zivil-militärischen Zusammenarbeit aktuell zu Fortbildungsveranstaltungen zum Thema Triage gerufen. Also Triage bedeutet, diese Kranken werden sterben. Primär haben Soldaten von der Front Vorrang und die Dritten kriegen irgendwelche Sedativa, damit wir gucken, ob wir die noch behandeln können. Kolleginnen und Kollegen verweigern sich solchen Fortbildungen, bekommen dafür Abmahnungen. Die Kolleginnen und Kollegen in den Hamburger Gesamthafenbetrieben überlegen sich im Augenblick, wie sie in ihren Kolleginnen und Kollegen in Piräus, Genua und Marseille quasi folgen können in der Auseinandersetzung. Wir werden in Hamburg Ende September Red Storm Bravo haben, ein Großmanöver der NATO, wo insbesondere zivil-militärische Zusammenarbeit geübt wird, inklusive der Kolleginnen und Kollegen der Arbeitsämter, wo es darum geht, Zwangsdienste und Rekrutierung von aktuell nicht
tätigen Kolleginnen und Kollegen zu organisieren, auszutesten, wie schnell kriegt man die für irgendwelche zivilen Unterstützungsdienste. Das sind Sachen, um die wir uns als Sagt Nein aktuell kümmern, nämlich zu versuchen, die Betriebsgruppen, die Vertrauensleutekörper stark zu machen in den Betrieben, die konkret davon betroffen sind. Einen habe ich noch vergessen, die Deutsche Bahn ist hier noch gar nicht genannt worden. Die Kolleginnen und Kollegen der Europäischen Verkehrsgesellschaft, der EVG, dürfen über viele Dinge nicht sprechen, arbeitsvertraglich, weil die Deutsche Bahn ist sogenannte kritische Infrastruktur. Ich fahre oft aus dem Rheinland nach Berlin. Es gibt keinen Tag, an dem nicht irgendein Truppentransporter oder Zug da vorbeifährt. Wenn man über Verspätung der Deutschen Bahn spricht, muss man wissen, es gibt einen Vertrag zwischen der Bundesregierung und der Bundeswehr. Der stammt aber schon von 2020, also lange vor dem Überfall der Russischen Föderation auf die Ukraine, in dem festgehalten ist, und dafür bekommt die Deutsche Bahn Geld, dass militärische Züge Vorrang haben. Und was können wir noch tun? Wir haben am 1. September den Kollegen Kerner nicht alleine gelassen in Dehdorf bei dieser Militaristenparty und haben ihn nicht alleine gelassen, hat das immerhin dazu geführt, dass er gestern gegenüber der Jungen Welt, die das auf der Titelseite gebracht hat, zugestehen musste, ja, wir als IG Metall stehen immer noch auf Boden unserer Satzung gemäß Paragraph 2. Letzter Satz. Was wir auch tun, ist, wir versuchen, Betriebsgruppen dabei zu unterstützen, die Betriebsratswahlen, die im nächsten Jahr sind, die beginnen am 1. März und gehen bis zum 31. Mai, zu politisieren. Und zwar nicht nur zu politisieren gegen den Vormarsch der Rechten, dazu ist vorhin einiges gesagt worden, sondern zu politisieren, ganz konkret auch mit antimilitaristischen Fragen. Diese Betriebsräte, die 26 gewählt werden, sind bis 30 im Amt und damit ganz entscheidend für die weitere betriebliche Politik. Dankeschön, Andreas. Dann kommt Chaya. Bis Chaya hier hinkommt. PCR Argentinien hat einen Chat geschrieben, humanitäre Hilfe jetzt. Wir begrüßen die Sumut-Flotte. Wir begrüßen auch unsere Genossen in Sumut-Flotte und auch Genossen aus Argentinien. Bueno, el fascismo Der Faschismus beeinträchtigt insbesondere die schwächeren Länder. Und es ist in Bezug auf die Westsahara muss man wissen, dass es reich an Fischen und an Phosphaten ist. Un poco más lento, por favor. Un poco más. Bueno, se sabe que Marruecos no tiene acceso Ihr wisst, dass Marokko keinen Zugang zu den afrikanischen Ländern hat. Also die einzige Möglichkeit, die es hat, um da hinzukommen, ist die Sahara. Weil es hat ja mit Algerien eine Grenze. Ja, el comercio de las drogas. Und der Drogenhandel und was macht es? Und auch also macht riesige Probleme. Was es einfacher macht, einigen Ländern wie USA und Israel sind zum Beispiel Nuklearversuche. Es gibt Verbindungen zwischen Marokko und Israel. Und es gibt auch eine bewaffnete Armee von Israel in Marokko. Und es wird Chaos in Afrika geben und man weiß nicht, ob das auch durch die Sahara geht. Wir machen jedes Jahr einen Prozess gegen diese Ausplünderung der Ressourcen in Westsahara. Und wir wissen, dass es internationale Unternehmen gibt, die schweigen. Es wird darüber geschwiegen, was da passiert. Und deswegen sage ich immer, dass die Sache der Westsahara ist wichtig, dass wir kämpfen für das Leben, für unsere Interessen. Und die Hauptthemen ist, ein bewaffneter Krieg wird uns alle betreffen. Und Westsahara ist ein wichtiger Bündnispartner in Westafrika. Und deswegen ist es wichtig, auch für die Interessen oder für die Sache der Westsahara zu kämpfen. Dankeschön, Chaya. Jetzt kommt Ben.
Unsere Ideen, ja, unsere Utopie steht und fällt mit der Propaganda, also der Werbung, die wir für unsere Parteien und Ideen machen können. In einem vorherigen Beitrag wurde davon gesprochen, dass wir an die Orte gehen müssen, wo die Jugend sich aufhält. Und das ist mittlerweile hauptsächlich das Internet. Schaut euch die Linkspartei an. Sie hat es geschafft, von einer totgesagten Partei zu einer Partei zu werden, die bundesweit 8,8% abgeräumt hat. So, einer der zentralen Punkte für den Erfolg war die TikTok-Offensive. Das hat auch die AfD begriffen. Sie flutet die Plattform seit Jahren mit ihren menschenfeindlichen Inhalten. Gleichzeitig müssen wir diese Plattform richtig nutzen, um nicht unterzugehen. Es ist wichtig zu emotionalisieren und zu verkürzen. Nicht so, dass die Wahrheit darunter leidet, aber so, dass sie auf diesen schnelllebigen Plattformen funktioniert. Dankeschön. Dankeschön, Ben. Jetzt Ruben. Das, was in der Welt ansteht, ist die politische und soziale Polarisierung. Und das hat zwei Pole. Auf dem einen steht die Ultrarechte, Orban, Netanyahu, Milei, Trump. Und die herrschenden Klassen nutzen sie, um autoritäre Regimes einzusetzen, damit sie die imperialistischen Gewinne herausholen, um zu unterdrücken. Und die Ultrarechte entstand aufgrund der Krise des Imperialismus, wie das auch schon ausgeführt wurde. Aber auch wegen den applaudierenden, zustimmenden Rolle der Reformisten. Aber es gibt auch autoritäre Regimes auf der ganzen Welt. Die haben sich noch nicht, es ist noch nicht gelungen, überall allgemein faschistische Regimes durchzusetzen, die alle gleich waren, wie Hitler und Mussolini aufgebaut haben. Aber wenn wir sie nicht besiegen, können die das machen. Nein, Netanyahu, Trump und sie alle können das. Man muss auch den anderen Pol berühren, weil nicht nur die Ultrarechte auf dem Vormarsch gibt. Es gibt einen positiven Pol. Die Rebellion in Indonesien, der Kampf der Arbeiter, die Proteste, diese enorme Mobilisierung in der ganzen Welt für Palästina. Ich bin einverstanden. Ich möchte auch die Flotilla begrüßen, beglückwünschen. Eine Genossin von uns ist da auch dabei. Das ist ein gutes Beispiel gegen die Blockade. Und ich schließe mich auch dem Aufruf von Chaya an. Es ist nicht, es gibt wir unterstützen die, und es gibt Bestrebungen der Völker, dass wir Völker uns der Ultrarechten und den Faschisten entgegenstellen. Das gibt es. Wir glauben nicht, dass der Ausweg die Volksfront ist, und nicht unterzuordnen den imperialistischen Interessen, sondern dass wir die Einheitsfront der Arbeiter herstellen, dass wir weiterarbeiten bei der Mobilisierung der Arbeiter und aller Völker. Wir haben Vertrauen in den Kampf der Arbeiter und der Völker, dass sie diesen faschistischen Versuchen ein Ende bereiten. Jetzt letzte, Steve, du hast Wort, Steve. Monika wird was vorlesen, glaube ich. Ja, wir haben im Chat noch einen Gruß aus dem Jemen bekommen. Das ist jetzt nicht IRTEFA, sondern eine Relief Organization for Environment and Humanity Development aus dem Jemen. Danken wir Ihnen für Ihre Bemühungen. Steve. So I think it's important that we confront
Ich denke, es ist wichtig, dass die Realität zu sehen, dass Trump es offen droht, Trump sagt jetzt, dass er Kanada übernehmen will, Grönland. Und wir müssen erkennen, dass die Vereinigten Staaten die stärkste Militärmacht der Welt ist. Und sie ist unter der Kontrolle einer faschistischen Regierung. Was bedeutet das? Sie verändern den Namen des Verteidigungsministeriums in Kriegsministerium. Sie bereiten den Krieg gegen andere Länder vor. Trump sagte, dass er Wahlen loswerden will. Wenn man Krieg hat, kann man das Kriegsrecht ausrufen. Also wird es einen Krieg geben. Es wird einen Krieg geben. Und gerade jetzt blockiert das US-Militär Venezuela. Sie versuchen, die venezolanische Regierung zu stürzen. Deshalb denke ich, wir brauchen einen internationalen einen internationalen Aktionstag gegen die US-Blockade von Venezuela. Das ist eine kritische Aufgabe. Wir müssen international uns organisieren gegen die Vereinigten Staaten. Sie müssen gestoppt werden, die venezolanische Regierung zu stützen. Ich möchte auch sagen, dass wir im Teil vom Kampf sind zur Verteidigung der Bergarbeiter. China ist der größte Kapitalexporteur der Welt. Und sie haben die Minen übernommen in der Ukraine, die Marmorminen. Und sie feuern alle Gewerkschaftsführer und bringen Leiharbeiter unter schlechten Bedingungen, Sklavenarbeiterbedingungen rein. Zeitweise von Polizei, die lokale Polizei wird angestellt, um zu verhindern, dass die Arbeiter für Gesundheit und Sicherheit kämpfen in den Minen. Dieser Kampf gegen den chinesischen Imperialismus, gegen die Investitionen, ist ein internationaler Kampf auch. Wir müssen uns zusammenschließen mit den Arbeitern in der ganzen Welt und uns mit ihnen zusammenschließen gegen die Ausbeutung. So, Dankeschön, Steve. Ich war letzter Redner. Dieses Blog heißt Faschismus, Kriegsvorbereitung Hand in Hand. Wir haben sehr lebendige Diskussionen geführt. Insgesamt 32 Kolleginnen und Kollegen, Genossinnen und Genossen haben sich gemeldet, geredet.